So, einen wunderschönen Ahoi und Servus, Habedere, Optimus, hi. Ja, ich werde gleich kurz zur Sache kommen. Wir haben was ausprobiert, also wir haben letztes Mal, ich mache mal Lens dazu. So, wir haben letztes Mal Hallo. was versucht, wir haben mal das mit den Brüten angefangen gehabt hier. Problem war, dass unsere Brütungsgeschichte dann schon um 1 in der Nacht war und wir eigentlich ins Bett wollten irgendwann. Ich mir gedacht habe, ja gut, sind wir ganz schlau, schalten wir Server aus. Ja, das sieht man schon. Server war so, nö, ich will updaten. Okay, Server hat geupdatet. Server hat um halb 5 in der Früh oder was war, oder 4 noch geupdatet. Um halb 6 habe ich dann irgendwann einmal, also ich habe natürlich pennt zwischendurch, aber um halb 6 habe ich dann irgendwann einmal den Server ausgeschalten, weil ich wach geworden bin. Ich habe gedacht, okay, Dinos sind sowieso tot. Jetzt sind wir gerade online gekommen. Jetzt steht hier heranwachsender Minimi. Und der Agentavis, wo man safe sicher war, dass er tot ist, steht auch da, jugendlicher Zuchtvogel. Ich muss dazu sagen, Server war aus, definitiv. Aber jetzt, bevor ich den Server eingeschalten habe, habe ich den Multiplikator einmal von einfach auf vierfach gestellt. Ich glaube 25 ist das höchste aktuell tatsächlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es gemacht hat. Es scheint schneller zu gehen, also minimal schneller zu gehen. Aber ja, mal schauen. Also sie haben einfach mal aus dem Drogenstock gefressen, weil da waren ja, keine Ahnung, 5 oder 6 Stacks drin und ich habe jetzt gerade vorhin, also es war im Inventar, ich habe gerade vorhin auf jeden Fall vielleicht ja, 30 oder 30 kaputte Fleisch vielleicht rausgetan. Den Rest habe ich im Inventar gehabt schon. Von dem her, ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Tatsache ist, es ist gut passiert. Also es war wohl Spielbug oder das Spiel pausiert die Brütung, wenn man nicht online ist. Glaube ich nicht, weil der Server ist ja gelaufen, bloß wir waren nicht drauf. Von dem her bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, was da genau passiert ist. Ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die tot sind, also muss ich ehrlich sagen. Sollten wir uns nicht einmal den zweiten auch noch ein? Ach so, ja, ich dachte, ich kann gerade noch ein bisschen was ins Inventar tun. Oder geht das? Nee. Ach stimmt, ich komme da raus. Oder mach die Tür zu. Ja, ja. Weil das ist aktuell eingefroren. Ich stelle mal auch hier in den Ding rein. Ja, okay. Packt ein bisschen rum. So, Ja, nicht nur bei dir. heranwachsender Minimi, okay. Und jugendliche Agentavis. Schwer, also, wie gesagt, wir haben es jetzt auf vierfach. Nicht die Bildungsdauer, nur die Major Time, also die Zeit zum Heranwachsen, die haben wir jetzt auf Multiplikator vierfach gestellt. Weil ich gesehen habe, normalerweise, glaube ich, kann man es von 1 bis 25-fach stellen. Der Server geht aber, glaube ich, bis 100. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was das jetzt bewirkt hat. Ja, aber es geht deutlich schneller. Also es war ja vorhin gerade bei 9, was ist das? 79,2 und jetzt ist es 79,5 innerhalb von, weiß ich nicht, eine Minute, zwei. Es ist jetzt akzeptabel, hätte ich gesagt, ja. Definitiv. Weil vorher, also das letzte Mal war es schon hart an der Grenze. Ich meine, wenn man sich da Naja, wirklich, da stand ja wirklich, dann dran, dass der Raptor 8 Stunden lang braucht, bis der irgendwie fertig ist. ja, das meinte ich, also das war schon wirklich sehr hart an der Grenze. Also wenn es jetzt 2 Stunden sind und der kann sich dann ab irgendeiner Zwischenzeit selbst versorgen. Ich habe übrigens ein bisschen geschaut, also wir sollten definitiv, bevor wir das nächste Mal irgendein Baby ausbrüten, hundertprozentig vorher schauen und genug Fleisch da haben. Das Fleisch, das wir jetzt aktuell haben, war schon hart an der Grenze. Also das war schon. Gut, wir haben am Anfang auch richtig viel verbraucht, ohne zu Diese, wissen, wie es geht. wir haben dem unsere Liebe reindrückt. Komm, wachse. Gedeihe, explodiere. Tu mal hoch. Richte noch irgendwo unter. Nö, da ist voll. Ah, ich mach mal irgendwo einen
Wo können wir das hinmachen? Ah, hier hinten, hey. Da ist der Narkoseschrank. Aber ich sage, was genau gemacht, was es genau gemacht hat, ich weiß es nicht. Ich wollte nicht bloß wieder 18 Stunden bei einem Baby rumstehen, darum haben wir gedacht, okay, jetzt versuchen wir es mal. Aber wie will sie? Gut, das haben wir einbackelt. Okay, da haben wir jetzt 2, 3. Also Narkosemittel haben wir fast den Schrank voll. Okay. Ja gut, Schießpulver und Zündpulver haben wir auch noch einiges gemacht. Also jetzt nicht heute, aber das letzte Mal haben wir es immer wieder durchlaufen lassen. Hier ist jetzt auch gerade noch was am Machen. Das heißt, wir brauchen erstmal weniger Narkosemittel. Weniger Narkosemittel, aktueller Stand, wahrscheinlich, ja. So, haben wir hier noch Fleisch drin, wie schaut es denn aus? Hier ist noch ein bisschen was drin, nicht viel. Hier haben wir noch Beeren drin, das ist ganz cool. Kann man euch irgendwie leveln. Das vorher, glaube ich, heißt das nicht das Land. Nö. Dich? Nö. Dich? Natürlich. Nahkampfschaden wollen wir bei dir. Achso, den sollte ich vielleicht auch Den mal. wollen wir bei dir auch. Den wollen wir auch bei dir. Ist drüben im rechten Druck auch was? Ja, also Fleisch schon. Oh, dann tue ich meinen Avocado mal kurz da parken. So, das sollte passen. Warum der wieder aus dem Bereich hier draußen ist. So. Was haben wir hier noch? Ach, siehst du, ich darf das nicht mal machen. Da steht schon explizit, Minimi möchte von Erdbeermeats versorgt werden. Wo steht das? Genau. Achso, das war quasi die Zuwendung. Jetzt hast du nämlich die Prägung gemacht. Jetzt ist nämlich von Prägung von 0% auf 100% gegangen. Okay. Und das ist ja bei dem jugendlichen Zuchtvogel ja noch nicht. Das ist dann in 8 Stunden. Was? Egg Hatch, Speed Multiplier 15, Baby Major, Speed Multiplier 15, Baby Food Consumption, Speed Multiplier 1. Hier sind meine Werte. Ah, okay. Also quasi nochmal ein ganzes Stück größer oder krasser, sag ich jetzt mal. Ich habe gedacht, ich habe es mit dem Vierfach schon übertrieben. Aber anscheinend nicht. So, wie schaut es denn mit euch aus? Du hast den Kothafen verlassen, genau, danke. Dich machen wir nochmal bei Gewicht. So. We are cooking now. Oh, die kleinen haben wir auch noch. Dich will ich Nahkampfschaden. Und dich auch. Avocado ist okay. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich das Fleischinventar mal auffülle, ne? Da ist ja fast nichts drin. Die brauchen normal im Inventar nichts mehr. Nee, ich meine, wie heißt denn das Ding? Die Kiste. Achso, ja, das kannst du gerne machen. Also, aber nachher gleich auch der Herr Vorderen auch. Du bist nix. Du auch nicht. Und du auch nicht. Okay, schade. Ach doch, ich war mit Uwe unterwegs, das passt schon. Ich brauche auch noch Fleisch, Jens, gell? Also nicht alles verbraten. Oder kurz mit T-Rex mal farmen gehen vielleicht dann. Passt das? Das passt leicht, kein Problem. Ich will ja bloß nicht, dass gar nichts mehr da ist. Wenn wir nur 2, 3 Stacks haben oder so, oder 4 Stacks, das ist voll okay. Wie schaut es mit euch aus? Parken hier alles so in Reihe und Glied.
Ähm, da sind die anderen. Okay. Okay. Diana. Gut. Level die Morphogotons. Jetzt hat eigentlich mal einfach nur auf Nahkampfschaden. Mal schauen, was die machen. Schaut's eigentlich da aus? Plus 5 kaputt, okay, da haben wir auch ein bisschen was. Das ist sehr nice. Jo. Die läuft auch durch, ne? Bernhard, servus. Singleplayer ist ein bisschen anders zu handhaben als der Server. Ach so, okay. Ach, du spielst Singleplayer, so genau. Stimmt ja auch richtig. Bernhard Ahoi. So. Wir haben letztes Mal die Taktik verfeinert, Jens. Wo wir unsere Dinos züchten. Züchten? Bist du dann noch d'accord mit mir? Achso, Jetzt, mit dem extra Raum meinst du? nein, Simon meine ich, nicht züchten. Ach so, mit unten ranhängen. Ja, du wolltest dann mal einen Terry. Terry, genau, suchen. Teriyaki. Grinseberg kann aufgelevelt werden. Hau ihm rauf. Was geht bei ihm? Ach stimmt, Ja, wir haben einen ich zweiten überleg gerade, T-Rex. Wir haben einen zweiten T-Rex, stimmt ja. T-Rex. Da freut er sich. Stimmt ja, genau. Stimmt ja. Ein Trex, ein zweiter. Können wir einen Bibern? Bibern haben wir hier. Bibern und Dorfens. Und ansonsten. Weil da Ding, der Uhu ist es eigentlich ganz cool. Ah, reizt du kurz eine Runde? Farmst du gerade? Ich gehe mal einen kurzen Ausflug nach draußen. So, dann schauen wir kurz mit, ne? Verschandelt nicht so die Dino-Namen. Irgendwann zwicht dich Smiley Cyrus in den Hintern. Warum? Ach Gott, das ist ja gleich Sonnenuntergang. Ach Gott, habe ich ja eine blöde Zeit ausgesucht. Ich sehe jetzt schon nichts mehr. Ja, das meinte ich gerade mit in der schlechten Zeit. Ist das wenigstens noch alles weg, das ganze Zeug, was ich beseitigt habe? Normalerweise nicht. Was hier ist ein Raptor? Ah, es regnet auch noch. Ja, genau, perfekt, perfekt. damit die... Natürlich sehe ich nichts, ist ja klar. Wo ist er denn, der Raptor? Ich sehe ihn nicht mehr, da ist er. Oh. Naja, okay. Es donnert und gewittert. Ein Verpissing mich. Aber was heißt die Dino-Namen verschanteln? Wegen nur die besten Namen. Es muss schnell gehen. Oh, ich habe hier gerade einen Terry, der festbackt. Oh, nee, er backt doch nicht mehr fest. Nee, ist auch kein Terry. Ui, Sorry, ist er das war ein... Krokodil. Schnell. Auf der anderen Seite hätten wir ein Sako, also ein Krokodil. Bei uns in der Nähe. Sonst haben wir halt auch noch nicht. Okay, es war ein Terry. Hast du weggemacht? Ja, Wieso? der war auch nicht mehr festgebackt. Er wird schon wieder ein neuer kommen.
Ja, schöner Terry. Ich nenne ihn Teriyaki. Wir gehen mal kurz mal auf Rundflug. Ich habe auch noch nicht gelevelt, fällt mir gerade ein. Genau. Raptor-Ei haben wir ja auch keins, gell? Nö, das schaut nicht so aus wie Raptor-Ei. Nicht so wirklich zumindest. Okay, also der Rest ist glaube ich eher so uneiig. Das ist auch nicht so wie unbedingt das was nach einem Ei ausschaut. Das könnte Ei sein. Wo Stegi? Stegi oder Ei gekriegt. Also die brauchen gar keinen Partner, um Eier zu legen. Sie brauchen bloß einen Partner, um befruchtete Eier zu legen. Okay, dann müssten eigentlich hier viel mehr Eier rumliegen. Eigentlich. Hast du die wieder gegessen, Jens? Nein. Würde jetzt auch sagen. Was? Naja, brauchen nicht direkt, aber schneller gehen tut's. Also schnelle Tiere sind mit dem T-Rex nicht so prickelnd. Weil sie davonlaufen? Richtig. Weil der T-Rex dann quasi keine Ausdauer mehr hat und dann du angefressen bist? Nee, weil die sich einfach auch schneller irgendwo zwischen den Bäumen bewegen können. Der T-Rex bleibt ja an jedem einzelnen Baum kleben. Vielleicht ist der Baum-T-Rex. Ich räume gerade Dünger aus, wieder mal. Düngerproduktion läuft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wirklich ohne Ende. Schaut's noch denn aus eigentlich? Sind überall zwei drin, ne? Also Felder könnte man tatsächlich. Vielleicht bauen wir uns bei Gelegenheit einmal ein zweites Gewächs aus. Aber dann ein viel größeres. Ah, okay. Das Gewächshaus ist zu klein, heißt das. Ja, es ist, was heißt so gern, wir haben einfach zu viel Dünger. Gut, okay. Was gehen wir an? Terry haben wir gesagt, holen wir uns. Können wir beim nächsten Sonnenaufgang machen. Jetzt wird es bald dunkel, das heißt, wo war ich? Okay. Genau, die Schwerfahrer dahinter. Okay. Da segelt runter. Alles klar. Jo. Aber es ist eigentlich noch ziemlich hell, gell? Also, ich meine, für jetzt aktuell gerade noch. Ja, und es wird super schnell dunkel. Ich weiß. Ich gehe das nämlich extra jetzt schon wieder zurück, weil Ja gut, mit T-Rex ist es vielleicht ein bisschen ungünstig, nenne ich es mal so. Geschlecht weiblich, jugendlicher Zuchtvogel. Das Geschlecht ist quasi willkürlich, denke ich mal, oder Zufall, schätze ich. Von den Dinos. Also wenn man sie züchtet quasi, denke ich mal. So, die parken wir kurz wieder um. So. Und
Ach Gott. Ich glaube, ein Triceratops ist besoffen. Ich habe heute mit dem Bauern der neuen Base begonnen. Auf dem einen Stein oben drauf. Auf dem einen Stein oben drauf. Jetzt muss man kurz helfen. Achso, auf einem Stein oben drauf, nicht auf den einen Stein, okay, auf einem Stein. Auf einen normalen, einfach auf einen normalen Stein? Ernsthaft? Guck mal, hier zwei. Bisschen noch. Jo. Mit Pferdel. Also so Pferd hätte ich auch noch gerne, ein zweites auf jeden Fall, definitiv. Okay. Helligkeitsmäßig ist nicht mehr so toll. Ah, jetzt, er braucht Zuwendung in 7 Stunden 33 Minuten. Ja, ja. Also das dauert doch schon eine ganze Zeit. Nur das ist für die Prägung, ne? Ja, aber ich meine, der. Aber ich weiß nicht, es kann schon sein, dass vielleicht der Argentavis deutlich länger braucht zum Brüten als so ein Raptor. Gut, wir sind jetzt online seit. Moment. Ich sehe es gerade aktuell nicht. Halbe Stunde 27 maximal? Minuten, genau. Und da ist von 79 auf 83% draufgegangen, nicht ganz. Also, dauert schon noch. So, bin wieder zurück. Pünktlich. Oh, ich habe. Uiuiuiui. Ich muss ganz schnell zum Kühlschrank. 52, 35, was meinst du, Optimus? Prozentmäßig oder was meinst du? Soll ich dir was ausladen helfen? Ich habe alle. Ja, du kannst nur die restlichen. Ich habe die ganzen verderblichen Sachen mit. Ach so, okay. Der kann eh gelevelt werden. Machen wir Ausdauer, ne? Ja. Ich habe einige von diesen rohen Filets bekommen. Ach, da tust du keine Industriegrill um rein. Warte, mach ich. Warte, ich helfe dir mit. Achso, ne, dann du raus. Du kannst alle. Genau. Gut. Dann braten nämlich die schon Und wir mal. haben wieder eine einigermaßen Notration an rohem Fleisch. Ja, das ist, also ich glaube, fürs Züchten, glaube ich, ist das gar nichts tatsächlich. Nee, aber es ist Aber- auf jeden aber- Fall aber so mal viel- wieder ein bisschen besser, was wir gerade hatten. Für uns ist das vollkommen ausreichend. Ach, das sind Terry-Krallen, okay. Für uns ist es vollkommen ausreichend aktuell, ja. Gut, du hast den gleich aufgelevelt? T-Rex habe ich aufgelevelt, ja, auf Ausdauer. Sehr gut. Also gesagt, Pferd würde man gerne holen. Mindestens eins. Und auch gerne noch eben so ein Terry, mindestens einmal einen. Irgendwie müssen wir, ja gut, mal schauen. Ich bin ja gespannt, jetzt fällt sogar ein. Jetzt fällt sogar ein. Ich habe da geschrieben, dass du mich an das Harz erinnern sollst, gell? Baumharz, ne? Genau, genau. Ich habe nicht das letzte Mal das Engramm dafür gelernt irgendwie. Und auch das könnte man mal ausprobieren. Ich weiß bloß nicht, wie groß, ich weiß nicht, was es kostet, ich weiß nicht, wie groß das ist. Und ich weiß nicht, wo man es
Ähm, wo man es festmachen muss. Ich denke mal in so fette Bäume. Oder Sepp? Baumhautsammler, Struktur. Okay. 100 Metallbahn und 40 Zement. Wie groß ist denn das Rohr bitte? Das wiegt am Ende dann eh 0,1 Kilo, was da rauskommt. Das kann gut sein. Äh, aber das heißt, ich kann mal losgehen und ein paar Bäume fällen. Wenn du magst, gerne. So, ich mach das Baumhautsammler. Okay, mal schauen, was der kann. Schlage, schlage dies in einen großen Baum, sein Harz fortlaufend abzuzapfen. Warte mal noch, Jens. Weißt du, nee, ich werde doch eh kleine Bäume nehmen. Ja, aber weil ich weiß nicht, was ein großer Baum ist, das ist mein Problem. Ich habe ganz sicherlich die Oh mein dünnen Gott. Streichholzbreiten Bäume. Also es schaut aus wie so. Ich schaut So fast sieht aus, wenn du, aus. draus, wenn du drin rutschen könntest, so groß ist das Ding. Warte mal, ich mach mal Stream an. Ach, ich habe eh wieder Werbung, dauert ja dann. Huiuiui. Also ich glaube, so stingere kleine Bäume, glaube ich, werden die. Also das sowieso nicht, das ist Oh ganz nee, klar. hab keine Werbung heute. Nee, genau, die Streichholzbäume, die hätte ich Du jetzt. siehst es, oder? Mit Verzögerung, ja. Schaut fast aus, als wenn man rutschen könnte. Weil das riesen Ding, also die Streichholzbäume kannst du auf jeden Fall wegmähen, ja. Ja, du hast doch hier auf der linken Seite. Die sind auch zu klein. Was? Nein, das ist ein großer. Da ist doch hinten. Der ist auch zu klein. Hä? Wo bist du denn? Ah, ist er überhaupt schon wieder gerespawnt oder habe ich den nicht erst weggemacht? Die sind auch zu klein. Hier, das meine ich, wo ich gerade bin. Wo bist du gerade? Da, wo das leuchtet. Da vorne. Ich sehe Achso. dich da hinten. Ich glaube, die sind zu klein. Der ist auch zu klein, der Baum. Ich glaube, ja. Wir haben aber nichts Größeres. Wenn die großen schon Ja, nicht groß genug ist sind. auch zu klein. Ich glaube, wir brauchen die Redwood-Bäume von der anderen Base. Die sind noch größer. Okay, na, also bei uns kannst du alles wegmachen. Das ist alles zu klein. War ich nicht gerade ein kleines Viech? Der hat 4 Kilo. Bisschen Verschnitt haben wir. Ich könnte eigentlich mal kurz helfen. Man könnte Stroh sammeln, ne? Ja, was sehen wird. Aber ich sage, ich glaube, für Strohgeil wäre der Teddy ganz gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich dachte, ich habe irgendwie sowas gelesen. Okay, und hier habe ich da auch noch einen umgebracht. Da ist der andere. Gute. Okay. Gut. Ach, hier ist auf jeden Fall wieder ein Stein, okay. Yo. Fackel is in the ass. Ach, du lässt überhaupt mal Spaß mit Hüten. Genau. Ganz vergessen schon fast wieder. Reparieren. Jens, hast du pfiffen? Nein, habe ich nicht. Wieso? Habe ich? Weil der Avocado weggeflogen ist. What? Hm. Nö, ich dürfte nicht gepfiffen haben. Aber du müsste ja zu mir kommen. Passiver Fliegen. War da in der Viech da? Ich wollte irgendwas stampfen hören.
Zebra ist auch weggerannt. Okay. Aber Avocado ist nicht weit weggeflogen, ne? Nee, die ist bloß hochgeflogen. Denen geht's gut, aber die sind alle ein bisschen. Hm. Es hat aber auch kurz Guck vibriert. mal, der Dino ist hinter der Base. Ich komme auch gleich. Was für Dino? Der T-Rex. Der ist auch rum. Ja, ist der vielleicht auf Ding, auf Fliehen? Jetzt warte mal. Verhalten. Ah, der ist auf neutral. Passt doch, doch, passt. Neutral wäre richtig. Neutral wäre richtig, aber warum? Hä? Also hier ist zwar ein kleines Viech, aber das ist doch kein... Das tut doch keinem was. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ich habe gerade irgendwas stopfen hören. Und da ist vielleicht ein T-Rex herumgestopft. Pfeifen wir sicherheitshalber nicht? Ja, aber du meinst unser T-Rex. Ja, ja, vielleicht. Also, aber warum dann die Viecher weg sind? Aber- Avocado ist hochgeflogen und das Ding, das sind die Zebras weggelaufen und der kleine Zuchtvogel ist auch nach innen gekupft. Keine Ahnung warum. Ah. Brauchungsstelle. Okay, die anderen... Ach Gott, Minimi ist hier hinten. Stimmt, Minimi habe ich gar nicht mehr gesehen. Ja. Warte mal, die kann ich mal... Kannst du den pfeifen irgendwie? Ja. Ja. Kommt er? Jo. Ah, da, okay. Der ist auch weggerannt. Warum auch immer. Ja, der war hinten beim Ausgang. Der ist bis ganz hinter gerannt. Also das ist ja keiner. Na, okay, gut. Komisch. Ja, deswegen, ich habe mich ja gerade verwundert. Ich bin rein und... Wieder Nummerlei. So, die anderen stehen aber normal da. Okay. Ja, genau. Ich glaube, der offizielle Codesammler. Ja, ich habe auch was eingesammelt. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn da draußen? Oder hast du Smiley so komisch geparkt? Ich habe die nebeneinander einfach gestellt. Ich habe, also. Das Smiley habe ich nicht angelangt. Ja, weil Smiley steht jetzt halb in der Wand. Also, nee, das war nicht. Ah, Aber vielleicht ist der vorher auch gerannt, weil wir was gehört hat. ja, ist auf jeden Fall auch falsch rum. So, Jetzt hast du einen Überblick über mein Baseball-Projekt. Bild im Discord. Achso, okay, Moment, dann schaue ich mir das kurz an. gut. Wieder unter allgemein. Könntest Also du na, noch einen Tick zur Seite gehen und nicht Gaming. mitten im Eingang stehen? Nein. Hast gerade gesehen, genau, geil mit Infomods, okay. Ach, 42, 35, das war die Info, wo du gesagt hast. Okay, warte mal, ich schau mal kurz an. Nein. Du bist auf dem Berg beim Vulkan dort, ne? Da baust du. Da ist der eine Felsen drauf. Da baust du drauf? Aber was heißt 52, 35? Was meinst du damit? Das verstehe ich nicht ganz. Wenn ich sehe, dass du da um die, das Haus angefangen hast. Okay, das schaut schon cool aus irgendwie. Ach, Koordinaten. Alles klar, okay. Jetzt. 42, 51. 52, 35.
250. Ja, genau, das ist ungefähr. Ja, genau, doch. Das war der Bereich, wo quasi wir gesagt haben, da gehen wir nicht hin. Ernst. Das war der erste, den wir uns, glaube ich, angeschaut hatten, ne? Wo wir gesagt haben, oh, ist es jetzt schön hoch, aber Es ist der Sumpf daneben, trauen wir uns nicht. Genau, das war so der Bereich. ja, das war ganz am Anfang, wo wir die zweite Base gesucht haben. Genau. Oh, es wird toll. Hä? Nee, oder? 24. Es wird toll. Na gut, such mal einen Terry. Kannst ja Also, dann wiederkommen. es wird heller. Okay, ich korrigiere mich. Was ist eigentlich für Stats-Besetzer? Ausdauer, na gut, okay. Nahkampfschaden 219, ne? Oder 75, okay, na gut, gut angefangen. So, die Avocado-Reichweite, ich brauche die. Ich brauche die. Jo, okay. Mal auf Terry-Suche. Ja, mach das. Chicken Teriyaki. Was mir gerade einfällt, ich habe leicht Hunger. Ich hole mir kurz ein Brezen holen oder sowas. Ach, da Brontosaurier und ein paar rum, deswegen. Ich denke, was tut er so laut? Das ist Iguanodon. Ich könnte da mal ein Bild in ein paar Tagen oder so posten, wenn ich schon weiter bin. Ja, gern. Immer her damit. Frage ist, was passiert, wenn ich den Stein abbaue? Ist da die Base weg? Frage für einen Freund. Wenn du was machst? Ach na, Optimus hat seine Base quasi auf einer Base, auf einen Stein baut. Also Discord postet, wenn du es anschauen willst, das Foto. Das ist quasi auf dem Felsen, wo wir quasi angeschaut haben. Das ist ein ganz großer spitzer Felsen, sage ich jetzt mal ein kleiner. Ganz großer spitzer Felsen, ein kleiner. Jay Powell, hi, servus. Kann man abbauen. Und was passiert dann mit deiner Base? Bleibt in der Luft hängen? Servus. Ja, wenn man wüsste, wie das Spiel da funktioniert. Ich weiß vielleicht. Eigentlich müsste er einstürzen, aber ich wäre mir da auch nicht so sicher. Kann man nicht abbauen. Sagt er, okay. Achso, naja gut, dann. Dann ist es was anderes. Ja. Wir haben wieder eine Kiste bekommen. Nice. Ach komm, ein Bauplan für einen Kompass. Den haben wir doch schon 15 Mal. Ja, nein, haben wir bloß zweimal. Haben wir, glaube ich, schon 8 Mal weggeworfen. Aber den schmeiße ich jetzt auch weg. Macht es. Erlaubnis erteilt. Hätte ich auch ohne Erlaubnis gemacht. Ist aber Teriyaki suchen, ist keiner da, ne? Sonst rennen immer 50 rum. Was ist das überhaupt für ein Triceratops da unten? Ist das ein Triceratops? Ich glaub nicht, ne? Ach, ein was? Pachynosaurus. Pachynosaurus. Okay. Den habe ich nicht mehr im Kopf. J-Paul, alles klar? Oh, der schaut cool aus. Die hauen halt sofort ab, die Viecher, ne? Also es gibt oh mein Gott. Es gibt die komischen, die ausschauen wie so Pteranodon. Mit viel größerem Kamm. Ich weiß den Namen nicht mehr genau, wie es heißen, also. Ja, das ist doch der, den ich einmal mit dem Kuhvogel verwechselt hatte. Mit dem Quetzal.
Meine ich doch, habe ich doch gesagt. So. Okay. Jetzt nam 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 nam. Vogel hat genannt. Also 88 Narkosepfeile habe ich dabei. Sollte eigentlich ausreichen. Okay, ja, ich sehe halt keinen Teddy. Ich flieg mal um die Base rum hier, was wir im Graben, den wir um uns rum haben. Soll ich oder machst du? Nee, nee, mach ich gerade, mach ich gerade. Hier rennen die auch meistens rum. Ja, ist ganz komisch ausgeschaut. Ich suche auch gerade. Ansonsten könnten wir uns einmal ein Krokodil holen. Hier sind noch Stegos. Tatsächlich, hier gibt's nichts. Aber irgendwo hinter unserer Base müsste ein Tümpel sein irgendwo. Ich glaube aber mehr rechts davon. Oder mehr so dahinter, also wirklich mehr nordöstlich. Ach so, mein Vogel ist so langsam, weil der so voll ist. Und den Tümpel war vorher ein Crocodile. Crocodile. Da sind Rochen im Wasser. Ach, das ist ein T-Rex. Ist jetzt nicht Prio 1, ne? Na, aber er hat eine Chance, dass er männlicher ist. Es wäre ein männlicher, Level 6. Wenn er wäre ein kleines Level und er wäre männlich. Wir haben zwei Weibchen. Männlich. Ach, du bist da hinten. Hier, ich bin auch gerade. Ich sehe den gar nicht. Fuß. Da. Der ist aber mir noch gar nicht gespawnt. Da war er zumindest gerade. Okay, ist der gerade. Ich höre doch. Ist der gerade? Da ist er. Da. Ich bin gerade eigentlich fast über ihm. Ah, okay, da hinten. Ja. Ja, ich sehe ihn. Ja, wollen wir uns holen? Soll ich den Vogel in Sicherheit bringen oder Pack. reicht das, wenn der auf Passiv steht? Na, pack den mal. Na, passiv würde ich nicht stellen. Passiv und fliehen, wenn dann. Ja, ja. Ja, oder park den mal da, ist er wurscht. Ja, oder, ja, na, park nach heim. Sicher ist sicher. Okay. Ich fliege noch ein bisschen rum, weil hier muss irgendwo ein Crocodile. Das Crocodile. Wo war Crocodile? Da irgendwo war Crocodile, glaube ich. Da ist Crocodile. Crocodile Dundee könnte man uns auch holen. Sarko, ja genau, Level 4. Ich weiß nicht, was das kann. Aber es könnte uns gehören. Das ist sogar direkt bei unserer Base eigentlich, oder? Okay. Also, ich bin wieder in der Base. Komm gerade, Moment. Ach, da ist das hinten, okay.
Was hast du verklerbelt? Okay, machen wir da. Machen wir da. Wo bist du? Wieder da hinten, oder wie? Oder in der Base? Mitten in der Ah, Base ich sehe gerade. es gerade, okay, Moment. Coming. Ah, hier bist du. Okay. Wollen wir zum Krokodil oder zum Rex? Dann gehen wir zum T-Rex erst. Du kannst mich ja da oben, wenn du willst, oder irgendwo hinten, wo wir gerade waren, wo ich zwischengelandet war, kannst du ja nochmal eine Pause machen. Ich weiß ja nicht, wie die Ausdauer ist bis dahin. Brauchbar. Ausdauer ist zwischenzeitlich wie beim Agate. Okay. Also bei 1200 irgendwas oder sowas. Achso, ui, okay, hast du wirklich hochgelevelt. Ja, die ist ganz brauchbar. Der Avocado ist bei knapp 100.000. Was aber auch schon ordentlich ist. Also ich habe knapp 100.000 verstanden. Ich hab gedacht, what? Natürlich. Weil 8 Du musst ja Stunden, du musst ja den richtigen Multiplikator treffen. 8 Stunden durchgelungen. Ganz Hier genau. warst du, ne? Hier war ich vorhin, ja. Und da irgendwo da hinten war der Dino. Wo ist der Dino? Ich weiß es nicht, aber wir werden es gleich sehen. Geh mal vorsichtig hin. Möglichst nicht zu tief. Tiefer sagst du? Nein. Dann möchtest du mit deinen Füßen im Wasser planschen. Tja, ist er da bei den Bäumen? Das kann sein, dass, Das sieht aus, dass ne? er wieder im Dschungel drin ist. Das kann möglich sein, ja. War er vorher auch. Also ich sehe nicht, wenn du unten dran hängst, sehe ich deutlich schlechter, gell? Bloß zur Info. Ich muss wirklich stehen bleiben mit der Maus rumfuchteln. Ah, da, ich sehe ihn. Geh mal, Ja, geh mal durch. Ich sehe ihn, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Ja, okay. Hast du auch gesehen. Jo. Können wir ein bisschen ködern, indem wir tiefer fliegen? Musst du gleich den Uhu mit abschießen und betäuben. Wo ist denn der Genistrauchdieb da? Der ist irgendwo. Ah, da fahren Schreiber, ich sehe es. Der will den Ding jetzt gleich. Der will den Stego. Das sind zwei Sachen, da ist auch ein Alpha. Oh, irgendwas greift mich an. What? Die Viecher. Kann ich mich wehren mit dem Schwert oder tue ich dich treffen? Versuch's. Au! Du tust mich auf. Nein, kann ich nicht. Okay, Ich weiß nicht, was ich. also ich kann mich da nur nicht wehren. Ich kann mich wehren. Okay, danke. Ist aber noch einer da, glaube ich, oder? Ja, es waren zwei. Okay, das waren zwei. Passt. So. Was ist denn das für Viech? Warte mal. Du Kanosaurier. bist ganz schön tief übrigens. Ja, ich bin viel zu hoch. Warum leuchten die denn so golden? Der Stego leuchtet irgendwie so lila. Nee, Hä? Die haben irgendeinen Buff drauf. Okay. Hm. Meinst du, der T-Rex wird gefressen? Aber wir sind da in einem... Blöden Situation, meinst du? Ja. Aber wo ist denn überhaupt der T-Rex? Unter dir. Ist das ein T-Rex? Er sieht so anders aus. Frauen schießt drauf. Ich sehe ihn nicht, weil ich. Also ich soll drauf schießen. Der ist immer unter dem scheiß Vogel, ich sehe ihn nicht. Jetzt. Ne, das ist über Terry, oder? Ne, das ist irgendwas anderes. Das ist was anderes, das haben wir noch nicht gehabt. Das ist kein T-Rex. Ein Tyrannos, doch, der ist cool. Lass uns den holen. Ja, ich habe ihn schon 2 oder 3 Mal getroffen. Gott, das dauert ewig, bis der... Ich weiß nicht, was der Kano da macht. Der Kano ist vielleicht ein bisschen im
Wenn ich so fliege, kommst du klar, oder? Nee, gerade komme ich nicht da. Ich habe nur deine Klauen. Du müsstest ein bisschen drehen. So, besser? Ja, viel Weil besser. also ich sehe halt nicht recht viel, aber Lass mich nur nicht fallen, weil ich bin sofort tot, wenn... die schläft nicht, ne? Ich glaube, dass Der der. schläft gar nicht. Vielleicht geht der Buff vor dem Mute-Tyrannos aus. Der haut auf jeden Fall ab. Oder? Ja. Schieß drauf. Bist du nicht irgendwie ziemlich tief? Ich bin hier Nein, quasi fast auf den Stein. Scheißdreck, du bist viel zu hoch. Das passt schon. Also den Unterschied sehe ich. Ich sehe jetzt aktuell. Ah, da ist der Terry. Jetzt müssen wir, also wenn er da liegen bleibt, ist kacke. Aber ich sehe ihn nicht. Der bewegt sich viel zu Ich schnell. sehe halt nichts. Ah, da rennt er rum. Okay, warte mal. Es könnte ich sein, dass ich deine Feder erwischt habe. Das liegt unter uns. Jetzt nicht Ja, mehr. ja, das ist ja ein bisschen das Problem. Tristen nicht, ne? Kannst du ein bisschen drehen, den Vogel? So? Ja, danke. Jetzt hast du, glaube ich, wieder gedreht. Jetzt habe ich schon wieder die... So, okay. Ich habe mich nicht gedreht, aber. Der hat, glaube ich, gesessen, oder? Ich meine schon. Das könnte sein. Was geht denn da im Ding drin? Ja, du schaust auf deine Ausdauer, ne? Ja, habe ich schon. Haben wir noch halb. Da klebt irgendwas im Baum, im Ding drin, im Felsen drin. Irgendwas. Ich sehe nicht, ob du den triffst, das kann ich nicht sagen, aber ich kann dich ungefähr drüber halten. Jetzt hast du getroffen, auf jeden Fall, das habe ich gesehen. Ja, das habe ich auch gesehen. Wagt der rund um Stein fest? Und? Der ist weg? Ne, der ist unter dem Stein, Was der ist- ist. Schieß mal da drauf, aber mal. Geht das? Ja, ich habe immer deinen Flügel davor. Schieß mal auf Ich das Skorpion, schieß mal auf das Skorpion unter uns. Ich kann... Ach, der ist gerade weg, okay. Ich weiß nicht, was du siehst. Ich kann ihn nicht umschalten, weil sonst. Der ist unter dem Stein auf jeden Fall, der Tyrannosaurus. Du kannst auf den Kano auch mal drauf schießen, wenn du ihn irgendwas siehst. Der steht gerade beim Tyrannos dabei. Der Skorpion auch. Ah. Die backen in den Felsen rein irgendwie. Komisch. Der pennt, okay. Wo ist denn der Skorpion? Ist der nicht tot? Skorpion? Ich kann dich mal, Hätte ich ich kann dich mal absetzen, Jens, wenn du magst. Setz dich mal ein bisschen oben ab. So oben? Oder... Genau, setz dich mal da ab. Gut. Dass ich mal irgendwas sehe. Der liegt da unten Okay, im Ding also der drin. Pen. Ja, okay. Ja, ich habe wirklich auch sehr eingeschränkte Sicht mit dem Flügel dauernd. Was glaube ich dir? Okay, passiv vom Fliehen ist er. Ich gehe mal runter. Wenn ich sterbe, ist es nicht so schlimm. Dein Vogel ist auf Passiv und Fliehen gestellt, Ja, ne? ist er. Sehr Okay. gut, sehr gut. Dann brauche ich mich um den nicht kümmern. Ja, die kommen mal kurz hoch nochmal. Du hast was reingetan? Nee, ich habe nichts dabei. Kommst du hoch? Nein. Soll ich dich abholen? Ach so, oder machst du? Ja. Oh Scheiße, wir haben hier Besuch. Was denn? Der mit den großen Krallen. Der... Terry? Ja, ich glaube. Kommst du klar? Der war hier gerade da hinten, oder? Na gut, der fahren könnte aber aktuell noch. Okay.
Achso, das Folgen noch aus, oder? Du hast Folgen an. Ich tue mir mein Schwert kurz raus. Geh mal runter. Oh, das Raptor. Scheiße. Ich hab mein Schwert nicht dabei. Oh mein Gott. Jens, kannst du mir kurz helfen? Soll ich mit runterkommen? Ja, ich habe mein Schwert nicht dabei. Gerade habe ich es weggelegt. Ich bin schon unterwegs. Du bist nach links gelaufen, glaube ich, ne? Ja, ich komm. Ja, bist schon tot. War das so krass? Gut. Was? Das war Level 42 nur. Also der ist schon tot, okay. Ja, der Raptor. Nee, ich bin nicht tot. Ja, nicht wegen dem Raptor. Ja, da passt schon. Jetzt packt da gerade der blöde Dingsbums-Saurier da in den... Ich komme jetzt aber auch nicht hoch. Okay, also ich habe zumindest was im Inventar drin von Mute-Tyrannosaurus. Der packt zwar gerade aktuell in der Wand drin. Gleichzeitig haben wir noch einen Kanosaurier. Na ja, gut, okay, warum nicht? Die haben beide was drin. Hm? Habe ich zwei betäubt da drin, oder? Ja, den Kanosaurier, den einen mit den Hörnern, so, wo wir die Kanade und Panade schon haben. Ja. Und das Ding und dann den großen Mute-Tyrannosaurus, der liegt auch drin. Den haben wir auch gekriegt, das passt schon. Ach, der ist betäubt dort. Ja, logisch. Ach, deswegen. Das hast du gemeint mit der Bug da drin. Ah, cool. Dann hat das ja funktioniert. Wir haben aktuell tatsächlich beide. Ja gut, komm. Holen wir uns den anderen kommen. Ja. Ich bin hier. Okay, ich dachte gerade, du bist wieder in der Basic. Da, nein. Warte, ich muss... Übrigens, hast du schon mal gesehen, hinter mir das Goldene, siehst du das? Ja. Das müssen wir uns auch noch Das da anschauen, was oben. das genau ist, ja. Biene wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht genau. Dann holen wir uns den Terry noch, oder? Da ist noch ein Raptor. Da ist ein Terry. Rechts. Terry. Was hat er für ein Level? Also ist eigentlich egal. Okay, 3 Treffer. Oh, ist schön, wenn der so da steht. Dann ist es einfach. Nehmen Sie den Raptor auf jeden Fall. Jetzt haut er ab. Das ist schlecht. Ich fliege ihm gleich nach. Gedreht. Getroffen. Hat sich gut angehört, oder? Nee, es hat auch... Oh Gott. Ich sehe nicht recht viel. Aber jetzt sehe ich ihn. Bleib bis... Mist, ich hab Ich- gedacht, oh, der bleibt... Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Der- Du bist direkt genau... direkt unter uns. Ja. Das war gut. Okay, der hat auch... Ja, aber wenn er ganz genau unter uns ist, dann sehe ich gar nichts, weil dann habe ich nur... Gib mir endlich. Wo ist er denn? Ach, wieder Mord. Ah, scheiße. Ich sehe ihn aktuell gerade nicht. Da ist er. Ich sehe... Ah, da. Gott, wie viel braucht der denn? Ich weiß Level nicht. Kommt das Level drauf an. Ja, da gesessen, okay. Ich habe, glaube ich, fast nur Treffer. Ne, der könnte es sein, dass der nicht getroffen hat. Wo ich gerade auf deine Klaue ein bisschen davor hab. Moment, ich drehe kurz. So besser? Ja, er läuft weg, glaube ich. Ja, also ich pack da eine Stelle rein, ne? Und ich fliege mal so ein bisschen vor von der Seite, vielleicht haut er dann in die andere Richtung wieder ab. Das hat getroffen. Hey, Ja, und er liegt, okay, perfekt. endlich. Gut. Also da unten ist noch ein Skorpion, ne? Ich sehe es, den kannst du die Haare abschießen, wenn du magst. Vorne ist noch ein Raptor. Der Raptor ist nicht mein. Du könntest aber dem Skorpion ein bisschen näher rankommen. Das ist ja nicht unbedingt die größte Zielscheibe. Die Ich weiß nicht, wo er ist. der bewegt sich Ah, auch da weg. vorne. Moment, ich fliege mal da vorne zu den Aber anderen von hin. mir aus
können wir auch uns um den Terry kümmern, der ist ja doch ganz schön weit weg. Warte mal. Stapelteilen halbieren. Gut. Soll ich mal vorlaufen? Ja, und dich um einen anderen, ne? Hast du dein Schwert wenigstens wieder dabei? Schwert, Oh, der Skorpion ist hier. Schwert habe ich dabei, ja. Ah. Skorpion wäre gut, wenn du dich kümmerst, ich habe die Resistenz aktuell nicht. Kann ich dem mit dem Schwert begegnen? Oh, warte, es kommt erstmal ein Raptor. Okay, Raptor war ziemlich schnell im Arsch, okay. Jo. Du kannst das Skorpion mit dem Mal Schwert schon an, aber er vergiftet dich halt. Okay, dann... Also lieber mit Fernwaffen heißt das. Du betäubst ihn gerade, oder? Du wolltest den noch haben? Okay, der ist auch betäubt. Oh gut, nice. Der Skorpion wollte Gammelfleisch, ne? Ne, der ist tot. Was, der ist tot? Ah, shit. Okay, dann war doch zu viel. Okay, ich kümmere mich um den. Kümmere dich mal um den anderen. Aber das wäre sogar... Ist das nicht sogar ein Metall? Ne, es war ein normales Skorpion. Schade. Ich habe gerade kein Fleisch dabei, warum? Hä? Ich habe das liegen lassen. Ich habe ohne Ende Fleisch. Dann wird, Ende nicht. Gib's ihm rein. Okay. Wo ich irgendwo Menü da? Es müsste aber was zum Betäuben drin liegen bei ihm. Ja. Passt, okay. Da steht, lege zum Zähmen Nahrung ins Inventar. Wer macht das doch? Habe ich ja. Will der auch Fleisch? Teddy, ich denke schon. Was soll er sonst wollen? Ich habe keine Ahnung. Also ich kann dich, wenn du magst, mal kurz heimfliegen, dann kannst du mit dem eigenen Vogel herkommen. Aber drück dir mal noch Betäubungsmittel rein. Doch, jetzt hat er irgendwas gefressen. Nee, ich tue ihm ja gerade Betäubungsmittel reintun. Mag der kein Fleisch nicht, Terry? Normal hat die Schuck gesagt, ne? Oh, der verbraucht das ganz schön hier, das Narkosemittel. Aber ich bin mir nicht sicher, das sieht aus, als wenn da nichts ist. Ich hatte mal Bären reintan. Ach, Bären? Der frisst Bären? Du hast das Fleisch mal raus dann wieder? Ja, Zähmung 2%. Wir haben jetzt einiges an Sträuchern hier. Aktuell sollten wir hier einigermaßen safe sein, würde ich sagen. Wir haben jetzt auf jeden Fall ganz schön was hier beseitigt an, an Tieren. Ja. Oh, hier sind noch ein paar. Oh, warte mal. Okay, der ist auch weg. Und da war doch noch einer. Also ich kann, wenn du magst, gerne mal... Ich würde mal kurz... Also Kano, Terry und Jutosaurus. Willst du da bleiben oder soll ich dich mitnehmen? Warte mal. Ich will mich beeilen. Ja, ich kann schon. Ich bin nur gerade wieder vergiftet. Also du musst das sagen, was du machen willst. Ob du da bleiben willst oder nicht. Wenn du alleine zurechtkommst, dann könnte ich am Zaun weiterarbeiten. Nein, ich meine, hier Schutz ist weiter bleiben aktuell. Frage ist, ob du schnell mit willst, wenn ich schnell zur Base fliege. Willst du was holen? Ich würde was holen, ja. Ja, dann mach das doch einfach. Okay, das war die Frage, nicht, dass ich dir abhauen tue. Dann weinend zurückbleibst. Ganz Dann- alleine hier. Ich bin gleich wieder da. Und im Geiste bin ich nie weit weg. Hm. Skorpione waren Gammelfleisch, ne? Also, das
das war falsch. Also ganz kurz, also wir haben wieso nehme ich die Sättel? Ah gut, da können wir ja kurz raus tun. Das ging jetzt schon ein bisschen warm von dir. Was denn? Blue-Kapseln. Achso, geistig. Noch. Ja, mein Gott, soll es klingen. Wie hast denn du das andere Inventar hingekriegt? Was für anderes Inventar? Hier. So. Also er musste ein bisschen Von reinpacken, ja, ich weiß schon. Von dem Pelzding. Ich nehme nur Dinger mit, ich nehme nur, was haben wir eigentlich noch für Sattel? Ein Kano? Kano habe ich gerade aktuell keine mehr. Und was das andere? Terry und der Yuto. Jo. Also der Terry geht sehr schnell runter. Okay, ich habe jetzt nur 22 Punkte, ich habe den Tyrannos Sattel gerade gelernt. Wahrscheinlich hätten wir jetzt einen Bauplan gehabt, ne? Könnte gut sein. Nö, Gott sei Dank nicht. Okay. Das heißt Gott sei Dank. Aber ich nicht umsonst gelernt. Ja. Wäre nur gut, wenn du mit Narkosemittel kommst. Ja, du kannst ja gerne aus den anderen mal raustun, auch notfalls. Aber ich bringe Ja, bring das was wäre mit. dann Ich bringe was mit, ja. im Worst Case. Also hauptsächlich eigentlich ein Terry. Ich glaube, die anderen, die sind recht human mit dem Bewusstlosigkeit. Mit dem Bewusstlosigkeit. Der Bewusstlosigkeit. Okay, die braucht Siliziumperlen, der Sattel. Ja, der feine Herr, weißt. Ich bin ein Tyrannosaurus, ich brauche Siliziumperlen. 125 ist vielleicht scheiß teuer. Haben wir nicht. Oder haben wir die? Ja komm, den Sattel kann man auch später machen. 100 haben wir, ja gut, das geht. Du drohst zu verdursten, Moment. Also ich nehme Betäubungsmittel mit, sagst du. Ja. Und notfalls vielleicht noch eine Wasserflasche, die voll ist. Eine Wasserflasche. Ja, weiß ich, wenn ich hier noch ein Stück bin, habe ich bald dann auch kein Wasser mehr. Ich nehme nochmal 2 mit, das passt schon. Okay, lassen wir die Sättel mal kurz da. Tun wir den mal da rein. Ich nehme jetzt einmal ein bisschen verdorbenes Fleisch mit. Fleisch brauchen wir keins mehr, oder? Ich komme wieder. Fleisch? Nö. Ich sammle hier ohne Ende Fleisch. Ja, da waren wir in die Richtung. Nee, doch, war schon richtig. Mein Gott. Fliegt kurz komplett vom... Terry ist 7%. Tyrannosaurus, das schaut gut aus. Ja, Terry geht langsam und dem seine Benommenheit geht auch immer schnell runter. Ja, vielleicht ist es... Also ich habe schon wieder 90 Fleisch gesammelt nebenbei. Ach, wir haben doch damals, genau, stimmt, wir haben doch schon mal geschaut gehabt. Weißt du es noch? Mit dem Terry, den haben wir doch schon mal in der Base gehabt, das hat ja ewig gedauert. Nee, war das ein Terry? Das war der Terry, ja doch, klar. Und von dem wurde dann auch gefuttert? Den haben wir gegessen. Also wir haben den So, weil es quasi... so lange gedauert hat. Genau. Ja gut, wenn ich mir denke, ich würde das mit Narkobären versuchen. Ich tue dir mal 2 Wasserflaschen ins Inventar vom Terry rein. Danke, danke. Ach, du hast wirklich die schweren Wasserflaschen mit. Ich habe keine Okay. andere nicht aktuell tatsächlich. Ja. Ich habe die bloß auf die Schnelle gefunden, aber ich das passt. Wo kommt denn der Skorpion her? Ja, ist schon tot. Ich weiß, ich habe ihn umgebracht. Das Tolle ist, ich wollte gerade ins Inventar gehen und auf einmal werde ich angegriffen, wo ich dachte, was, ist der Terrier aufgewacht? Stimmbären sind Ah. böse. Okay. Die shoppen wir mal rein. Okay. Ich kümmere mich mal um die anderen 2 kurz. Schau mal, was die für Dinger haben. Ja, Aber passt, Vogel lasse ich mal passt. nicht mit. Glühkapseln habe ich vergessen. Gut. Hol ich gleich nochmal.
Also alle möglichen Kleinviecher müssten eigentlich jetzt schon langsam hier hinüber sein. Also mit Dilophosaurern und Raptoren. Ich wüsste. Ja, tun wir mal da rein. Wenn du magst, kann ich dir verdorbenes Fleisch geben. Das Geil war doch für die Skorpione ganz gut, oder? Ich bin gerade gestorben. An was? Nee, ich bin ohnmächtig? Ach so, warte mal, ich glaube, ich bin nur ohnmächtig. Nee, nee. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, das hätte ich gesehen. Ich komme zu dir. Ja, ich hab das, aber das sah gerade so aus, als wenn ich sterb, aber okay. Wo bist du? Ich stehe hier so mitten im Gras. Ah, da hinten. Bin ich ganz. Ja, ich bin dann gleich wieder da. Genau, da hast mich ja schon. Hakoluten. Äh, Gib da mal 50 verdorbene Fleisch ins Inventar. okay. Dafür nehme ich mir 40 frische. Kannst du. Packst du Ich den bin gleich wieder da. Na, einfach zwecks Skorpion, falls du einen hast, weißt. Ja, den muss ich aber mit dem Betäubungsfall erwischen und nicht unbedingt mit dem Schwert. Wir können auch gerne, wenn die. Ich warte, bis du wieder da bist, dann fliege ich nochmal los und holen uns kurz zu Kryokapseln. So. Bist du da? Okay, gut. Ja, ja, gehen. Die Bewusstlosigkeit ist cool bei allen, okay. Ich bin mal ganz kurz weg und hol mal 3 so Kryokapseln. Ja, bitte. Gerade vergessen. 30%, 50%, 9%. Kannst du Ah, schon ja. Namen aussuchen. Also deine muss Teriyaki heißen, das hilft nichts. Teriyaki oder Freddy Krüger? Wir haben so viel Sättel, ne? Ich wüsste aber, wo ich. Also, So viele Sättel und alles Falsche, meinst du? ja, also wir haben einen Kanu-Sattel, wir haben einen Kanu-Sattel haben wir gemacht. Also für Kanu haben wir einen Sattel und wir haben für den Teddy haben wir einen Sattel. Teddy? Und Kanu, ja genau, die zwei haben wir. Kurz da rein. Und ja, Glückabschluss 2. Ansonsten. Ich wollte eigentlich auf die Tauchausrüstung sparen von den Punkten her, ne? Tja. Ein Sattel kommt und Martin ist gleich dabei. Aber der Tyrannosaurus, ich glaube, das ist der Saurier. Es gibt einen Saurier, der auf den anderen Sauriern so einen Debuff machen kann. Dass sie quasi, oder einen Buff machen kann, dass sie quasi ihm nachrennen. Oder ihm folgen. Teddy geht sehr langsam. Das, glaube ich, ist der schwerste von allen. Hinten ist ein Raptor Richtung Teddy. Richtung Terry. Wenn ich hier quasi weiterlaufe, Ja, durch genau, die Steine, genau. Da kommt ganz am Ende von der Steine kommt der Raptor. aber kein Alpha. Na, normaler. Ich habe das Level jetzt nicht nachgeschaut, aber Der wird weg. Gut. das ist so niedriger. Ui, ist eine Kiste. Ja, da Ding, da ist Explorer das Explorer Note, genau. Die habe ich aber schon. Stimmt, du hast die ja noch gar nicht, gell? Muss ich das sagen das nächste Mal, ja, stimmt. Ich habe fast keine. Bei mir ist. Okay, na gut, dann. Also dann machen wir so, wenn ich eine finde, sage ich es dir und umgedreht quasi danach. Aber die davon kenne ich. Okay, der Raptor ist hinüber. Ja, passt. Vielleicht können wir auf die Art und Weise ein bisschen Ding farmen, ein bisschen Was, der hat ein Inventar hinterlassen. Wir haben ein Rockwell-Rezept. Rockwell, was ist Rockwell? Weiß ich nicht. Ach, so Ding, ja, ja, klar. Ist das der Energy Drink oder ist das rot oder grün, die Flasche? Weiß? Nee, Aber- nee. Sorry. Lazarus-Suppe steht dahinter. Oh, nice. Okay, das haben wir noch nicht. 3 Servings of cooked meat. Okay. Das ist nice. Also das haben wir noch nicht. Das ist cool. Wir können dann Beeren sammeln, noch kurz nebenbei. Während wir hier rumstehen.
Okay, dem Terrier habe ich genug gegeben. Wo ist denn dein Vogel? Hinten. Ah, da hinten. Ich tue mal das Rezept da rein. Ich glaube, das ist am sichersten. Weil der wird ja dann eh wegfliegen. Das ist wohl richtig, das stimmt, ja. Die Zeit, wenn wir es kriegen würden, wäre schon cool. Aber wahrscheinlich, ja gut, vielleicht kriegen wir es mit der Kryokapsel raus. Mal schauen. Ach stimmt, das mit Terry, der hat kein Fleisch gefressen, das war ganz, ganz komisch. Das ist kein Pflanzenfresser, nicht, oder? Hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht, aber Gut, auf die Art und Weise sammelt man ein paar Fasern, ist auch ganz gut. Fasern bitte nicht wegschmeißen. Nee, die brauche ich auch die ganze Zeit. Brauchen wir so ziemlich für alles, für die Sättel, für allen Mist. Also das ist eigentlich. Hm. Achso. Ich drück den Narkobären mal rein, aus dem Jäger weg. Ja gut, also die haben es eigentlich ganz gut. Der kriegt noch ein paar, der da auch. Jetzt ja. Also, ich stehe hier neben dem Baum und es sind 29 Grad. Ich gehe einen Schritt nach rechts. Das sind 80 Dann Grad. sagt er, wir sind nur noch 16 Grad. Okay, also zwischen 2 Meter Unterschied sind 29 und 16. Ist ein kühler Schatten. Nee, es ist eine andere. Das eine heißt nördliche Küsten, wo es so warm ist. Und das andere nennt sich Ich bin aktuell im Schmugglerpfad, bin ich aktuell. Wildnis. Ach so, da hinten ist noch mal was anderes. Okay, hast du hier. 17 Grad im Schmugglerpfad. Aber Eine Wildnis ist auch nicht. hier ist Wildnis mit 15, nördliche Küsten 28 Grad, achso. Und hier sind irgendwo Wildnis mit 15 Grad. Ah ja, genau. Die kühle Wildnis. Wer kennt sie nicht? Genau, 29 Grad. Jo. Also es kann jetzt ruhig ein bisschen dauern. 64% hat der Kano schon. Ich löse mal meine erste Kapsel aus. Also die Morphodon. Ja, da ist einer immer wieder rumgeflogen. Irgendwas mit Rot, glaube ich, hat er dabei gehabt. Wir könnten auch da vorne, da ist auch ein roter, genau. Wir können auch das vorne dann mal anschauen, was das für ein Zeug da ist. Das komische gelbe Ding da dran. Später, wenn wir Ich die will erstmal Saurier, nicht, dass dann. wenn wir die Saurier haben, ja, ja klar. Es wird dann erstmal gleich wieder dunkel. Ach, hoffentlich nicht. Also den Kano kriegen wir wahrscheinlich davor noch. Der Juten, das wird wahrscheinlich schwierig, der ist bei 44. Der Terry war vermutlich auch, der ist bei 15. Hat er genug zu fressen drin? Ja, schon. Was ist denn eigentlich für ein Level? Ich sehe das immer nicht. Level 31, deswegen, ach, okay. Aber ich glaube, dass die für Stroh gut sind. Die Terrys? Ja, ich glaube. Also ich bin mir nicht sicher. Also ich habe das nachgeschaut, ich habe das irgendwann einmal, dachte, das hat irgendwer mal gesagt, dass das für Stroh gut sind. Dachte ich mir. Bin mir aber überhaupt nicht mehr sicher. Jo, okay. Dem geht's auch gut. Ach da. Lazarus-Suppe, Konsumgut. Ach okay. Three servings of cooked meat. Was? 5
Savorroot? Longgrass kenne ich auch nicht. Magiberries. Also ein Handvoll müssten 20 Stück sein. Dollop ist so ein Bottich mit Narkosemittel, kann man also zweimal hernehmen. Das hat man schon gesagt, okay, also einfach Wasser dazu geben mit irgendeinem Behälter, das ist dann egal. Der leert die Behälter einfach aus, ob das also ein Beutel ist, so ein Lederbeutel, ob das eine Flasche, eine Füllflasche ist, oder ob das also eine Flasche ist, was du aktuell dabei hast. Das ist ganz egal, der leert die einfach aus. Mhm. Okay. Kano kann man gut umhalten. Tyrannos tatsächlich auch einigermaßen. Ich meine, 30 Jahre ja auf einmal ist es ein bisschen greedy, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, der Terry wäre jetzt nicht so schlimm, wenn der wieder nichts werden würde. Das ist nicht so selten. Und der Kano ist ja eigentlich auch egal. Aber der Tyrannosaurus wäre ganz, ganz wichtig. Der wäre cool. Tyrannus, genau. Oh, es regnet. Sau gut. Ja gut, den einen hast du ja schon, ähm, mehr oder weniger. Den Kano. So, Kinderlein, der Papa geht jetzt zum Dönermensch und holt sich Pizza und Dürüm. Dann isst es, dann wischt er sich den Mund ab, dann bin ich wieder da. Okay, du darfst auch gerne essen, während. Du darfst auch gerne zuschauen, während du isst. Habe ich auch kein Problem damit. Ich erlaub's da ausnahmsweise mal. Bring mir was mit, bitte. Eine Pizza. Ah, ich habe dem mal wieder 20 Narkosemittel gegeben, Was, dem 20? Terry. Ja, der ist schon wieder um 1400 gefallen, Benommenheit. Ah, Moment, dann gebe ich dir gerne mal 50. Weil ich glaube, eins ist doch maximal 50, was der wiederherstellt. Das kommt drauf an, ja, das sieht man jetzt aktuell. Ich habe nochmal 50 reintan, gell? Okay, okay. Ich habe es mir hier auch ein bisschen heller gemacht, falls wie du das gesehen hast gerade. Hast du Stahnfackeln produziert? Jo. Okay. Ja, gut, warum nicht? Sonst siehst du ja hier nichts im Dunkeln. Ich habe die Fackel in der Hand. Ja, habe ich auch, aber du hast ja dann Sichtreichweite von nichts. Nichts ist nicht so viel. Ja, deswegen. Gut. Okay, also Phasen, gut, hier mal immer drauf. Ich komm mal, bring noch ein paar Beeren mit. Nicht so viel, aber ich glaube Beeren, aber ich glaube Hunger hat er gar nicht so viel, oder? Ja, hat er recht genug Beeren drin. 20%, ja. Welcher ist bei 84%? Der Kani. Okay. Der andere war schon bei 51,5. Ich überlege gerade, Kano haben wir schon 2, oder? Ja, richtig. Aua. Aber ich glaube, es sind auch 2 Weibchen tatsächlich. Ist es ein Männchen oder? Das ist ein Männchen, ja. Warte mal, ich kann da kurz nachschauen. Unsere 2 Kanis sind beide weiblich, Ja, genau, richtig. Hast du gerade mit dem Handy nachgeschaut oder mit dem Dinger? Mit dem. Mit dem Steuerung C oder Shift C. Habe ich ja gerade gemacht, ja. Gut, aber dann ist. Ja gut, dann hat er Daseinsberechtigung, sag ich jetzt mal. Hat er Daseinsberechtigung? Ja, bist der Feiner. 54,9 und 90. Okay, nice.
Ja, das 7 runter. Oh, die Batterie geht wirklich langsam. Ja, ich glaube, für Terry war das Kibbel angesagt, dachte ich mir. Ah, okay, okay. Aber das Problem war, dass wir das Kibbel Die, einfach nicht haben. die Oder, Ziehungsrate wolltest du auch nicht hochsetzen, ne? ja, bei den meisten Sauriern geht's ja. Ich weiß nicht. Also, Das stimmt. Also, besonders die niedrigleveligen, die gehen ja ich immer meine, recht ich meine, zügig. es darf ja auch schwer sein, dass man einen Saurier kriegt. So ist es auch nicht, weißt? Ja, Es ja. geht jetzt eh relativ gut, wenn du unten dranhängst und ich fliege, weißt? Von dem her dürfen wir uns eigentlich eh nicht beschweren. Also, die Brutdauer war krass, weil ich wollte einfach nicht, dass man da wirklich, dass einer dann 8 Stunden bei dem Viech dort stehen muss. Das haut einfach nicht hin. Das macht keinen Sinn. Aber, wobei jetzt die, glaube ich, die Vierfach, glaube ich, auch schon ganz cool ist, glaube ich. Das soll jetzt eigentlich ziemlich flott aus. Also, Also, und wenn ich jetzt einfach denke, es wird mal 4 genommen, dann müsste es in 2 Stunden durch sein. Also, wenn man wenn man, quasi am Anfang vom Stream loslegt. wenn man sich dann eine Viertelstunde darum kümmern muss, ist auch okay, weißt? Ja. Bäh. Also im Terry geht es wirklich super schnell runter. Wenn du da nicht aufpasst, ist der sofort wieder wach. Der war jetzt vorhin bei 1900 und die ist jetzt schon wieder auf 1006 gefallen. Das ist, ja, ich glaube, dass man, ich kann auch, wenn der Kani fertig ist, dann hole ich mal, dann nehme ich den mal mit und hol mal Narkosemittel. Wir haben ja genug. Richtig. Also, ich meine, der Jute-Randers, glaube ich, schaut auch gut aus. Hab jetzt auch mal ein paar rein. Ja. Hast du dein Schwert wieder Ja, aufgenommen? habe ich schon gemacht, habe ich schon gemacht. Okay, okay. Ja, komm, krieg mal 10. Kanade, Panade, Parade haben wir noch, oder? Äh, ja, Parade kannst du ihn auch nennen. Wer hat's gleich? Aber meistens freue ich mich ja auf den man nicht sieht gerade aktuell. Das ist so eine Art Raptor, Riesenviech. In die Richtung, oder? Also eine kleine, glaube ich, hat er da. Okay, große. Mischung aus, ja, guter Raptor eigentlich auch. Du meinst den Jutyrannus. Tyrannos, genau, den Pelz. Der sah zumindest sehr interessant aus. Ja, finde ich ja. Ich weiß, was mein Ding, mein Bruder hat einmal gesagt, der hat das auch nochmal irgendwo gefunden und wollten das seit Ewigkeiten zeigen und er findet keine mehr. Die müssen auch sau selten sein, die Viecher. Okay. Das ist, was haben wir denn mit einem ein Männchen haben wir, okay. Wir haben halt nur unseren T-Rex irgendwie verloren. Ja gut, dafür haben wir jetzt aber 3 coole Saurier, das passt schon. Ja. Also aktuell mal. Ich denke mal einen safe. Der zweite wahrscheinlich auch der Jutyrannus, 62%, aber der Terry ist uns das auch beschauen. Ja, da kann halt noch einiges passieren. Ich hoffe, dass ich die jetzt rauskriege aus dem Felsen. Wir können ihn höchstens immer nur pfeifen, notfalls. Ja. Äh, ist es nicht egal, ob der da im Felsen drin ist, wenn du den in die Kryokapsel packst? Das weiß ich nicht. Dann nimm das Stück Felsen gleich mit Kryo. Führ das auch mit ein. Mach mal ein bisschen Bisschen Stein. Steine. Ja. Gute Logik, ne? Ja, logisch, aber es passt. Ich meine, wenn ich aus ungefähr 800 Kilo Eisen ein Tor mit 4 Kilo mache, dann passt das schon. Oh, Ja. Parade. Okay, Kani haben wir. Ah, cool. Kani ist im Vogel. Ich hätte noch 81 Betäubungsmittel für dich. Ja, ich glaube, also
Die werden wir wahrscheinlich locker brauchen, wenn wir den durchziehen hier, den Terry, weil ich habe jetzt 85 hier noch übrig. Du hast, glaube ich, vorhin ja bei 110 gelassen. Also die gehen weg wie nix. Ich versuche den jetzt so auf 2000 zu halten. Wollte noch 11 raus. Dann die können wir hier einmal reinlegen noch. Dann gebe ich dir mal die restlichen noch. Hat der noch welche dabei? Nö. Weil dann fliege ich mal heim. Und ich bringe dir vorher noch was. Moment. So, da tue ich dem nochmal 70 rein. Mhm. Fliege mal kurz mit der Parade heim. Und kommst ohne Parade wieder. Komm ohne Parade wieder, genau. Ganz unspektakulär. Oh. Gott sei Dank sieht man unsere Base langsam. Du meinst, sie ist so gut erhellt, dass man die einfach findet in der Nacht? Leichter, sag ich jetzt mal. Gut, dann tun wir das Zeug einmal ein bisschen raus hier. Das können wir eigentlich drin lassen. Das können wir raus tun. Oh Gott, das passt soweit. Oh Gott, hätte ich gesagt, einem ist kalt oder ist warm. Gut, dann einmal kurz das Zeug saven. Kann man da eigentlich irgendwas einstellen in den Einstellungen, dass man nur eine Anzeige kriegt, wenn es wirklich kalt oder wirklich warm ist? Nein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also hab ich nicht geschaut. Mit Leder, dann tun wir raus den Ködel. Dir geht's gut, ne? Okay. Ich schaue mal kurz nach unsere Babys. Nebenbei schon, wenn wir schon mal da sind. Wie geht's euch? Minimis, dem geht's gut. Und Zuchtvogel hat wenig Leben. Geht aber, der macht aber, das passt schon. Okay. Also ich sehe in der Ferne Trodons. Du musst was sagen, ob du klarkommst, weil... Solange es nur ein Trodon ist, wird der mich nicht stören. Was ich natürlich nicht sehe, ist beim anderen, ob der da irgendwie angegriffen wird. Also ich... Also ich habe mal... Parade steht da mit Sattel. Gut. Aber auf die Art und Weise konnte ich den Cooldown nächstens triggern. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, dass der mal vorbeigeht. Dann tun wir den... Der ist schon mal safe. Dann tun wir das Rezept noch raus. Das war da drin. Und gut, das Ding kann ich auch noch raus haben. Betäubungsmittel muss ich noch mitnehmen. Wie viel nehmen wir mit? Mal 500, ha? Ja. Kannst du ja erstmal noch im Vogel drin lassen. Ja, ist aktuell in mir drin, aber... So. Also aktuell ist er benommen. 140 habe ich noch. Also... Sieht erstmal gut aus. Der andere sieht auch gut aus. Gut. Wie geht's meinen Fackeln? Aber ich komm. Hypteranus ist bei 72, Terry ist bei 30, okay. 28. Ah, stimmt, 30 ist er jetzt schon. Also bis der Hypteranus fertig ist, habe ich einfach mal den Cooldown weg. Das ist schon mal gut. Also du darfst das nicht mehrfach nutzen. Ja doch, ich kann das so oft nutzen, wie ich will.
Problem ist nur quasi, wenn ich es quasi zu oft nutze, dann ist der Cooldown quasi zu krass. Also dann kriegen die Schlafkrankheit und liegen halt einfach irgendwo rum. Also ist es bei uns jetzt wurscht, weil dann flacken sie halt an der Base. Liegen sie halt irgendwo am Boden rum, das ist dann egal eigentlich. Also ich kann schon so oft, Ach aber so, das ist der einzige Nachteil. Okay. Bist du schon wieder da? ja, logisch. Okay. Ja, ich. Gut, Sonne geht jetzt auf. Ich sehe deswegen auch keine Fackel, falls du eine anhast. Ah, da bist du. Oh, 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 oh. Oh, super, lock den. Wo lockst du den hin? Weg. Der kommt aber dann zu mir, oder? Nee, nee, komm mal mit, denn der Abschießen? Wie geht's um Terry? Okay, ich hol dich mal, Moment. Der rennt zu dem Mute-Tyrannus. Ich sehe. Wo ist er denn? Unter uns, direkt unter uns, direkt unter uns. Ich sehe. Ach, hier. Aber das ist das Beste, glaube ich. Hast du mich erwischt? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da im Dunkeln. Er läuft weg. Ich habe deine Klaue davor. Ich weiß Kommt. nicht. Richtung Terry oder Richtung. Wo ist er? Du musst nach rechts. Ich sehe aktuell nichts. Licht ausschalten? Nein, Da ist er. nein, du bist im Weg. Also ich sehe ganz, ganz wenig. Also wenn ich kann quasi bloß von oben schauen. Jetzt rennt er Richtung Fackeln. Das habe ich gesehen, ja. Das habe ich gesehen. Jetzt sehe ich nichts. Warte mal, wo ist er? Unter uns, glaube ich, nochmal. Hinter uns. Genau, gut. Ja, da kann er stehen bleiben. Bleib. Aktuell Segen. Ich kann nicht schießen, weil ich dauernd. Also Das ist- ich sehe ihn halt nicht wirklich. Weißt, ich kann bloß in der Ego-Perspektive sehe gar nichts. Muss ich nach unten schauen und wenn ich drauf schaue, dann ist halt der Vogel die ganze Zeit im Weg. Also ist er unter uns, okay. Okay, wir haben ihn. Tot. Genau, lass mich runter. Oder, genau, gebe. Passt. Gut, erledigt. Hui. Ja gut, der war gar nicht so schlimm, glaube ich. Haben wir früh, Level 20 war der. haben wir früh genug gesehen, ja. Ja. Gut ausgegangen. Ich bin tust du gerade ihm was rein? ich bin gerade dabei, ja. Sehr gut. Okay, das war gut gegangen. Kannst du die Fackeln ausmachen? Gleich? Dann halten kann die ich. eventuell noch für den nächsten Tag. Okay. Ah, du bist da hinten, okay. Jo. Aber der sieht gut aus. Der. Ja, ich habe nochmal 100 Betäubungsmittel reinhauen in den Terry, gell? Jo. Wir haben nur 400 im Vogel drin, also das ist nicht. Ich bin das ganz paranoid, ich schaue immer nach. Passiv und fliehen, das passt schon gut. Dem geht's gut, das passt, ja. Haben wir irgendwo noch ein bisschen Bäume? Was Bäume? Also, Ja, da sehe ich die Fackeln gegebenenfalls nochmal auffüllen können. Aber ich glaube, naja, obwohl, die könnten sogar nochmal eine Nacht ich habe durchhalten. gerade 40 Kult. Warte. Ich komme zu dir. Okay. Die eine hat noch 18 drin, die hintere. Achso, tu hier mal in die vordere einfach mal 40 rein, kannst du das aufteilen, wie du magst. Also Okay. oder A39. Ne, die hintere hat. Okay. Tu ich die Kohle schon mal weniger. raus. Brauchen wir so dringend. Also es sind nur 2 Holz verbrennt, glaube ich, gell? Ich habe 4 Holzkohle rausgenommen. Ja. Ich glaube, dass die fast kein Holz nicht brauchen, glaube ich. Ja, es könnte wirklich sein. Aber ich habe vorhin die 2 Bäume gefällt, die hier waren und hier sind keine. Oh, wir kriegen was. Blau kommt runter. Achso, ja gut. Sehr Ja, gut. wenn schon da ist, warum nicht? Teddy ist bei. Okay, Teddy ist gut. Teddy ist ein Männchen. Okay.
Wenn wir Juteranas haben, dann würde ich mal ganz, ganz kurz auf die Toilette gehen und mir eventuell noch schnell was zum Essen holen. Ich bin mal kurz so 4, 5 Minuten weg. Kurz den Vogel die Kacke reingespielt. 82,4, okay, das geht nice. Dass da noch ein bisschen was runterkommt. Aber Skorpione können wir uns auch noch halten, wenn wir mögen. Das ist. Da würde ich einmal so nachher noch Behausungen bauen für die Viecher. Ach, da ist der Vogel. Möchtest du dich entleeren? Ja, da kriegt er eine leere Wasserflasche. Brauche ich dann gar nicht mehr rumtragen. Aber leer wiegt sie nichts, oder? Doch, die müsste immer noch. Die leer oder voll, glaube ich, wiegen die genauso viel. Ah, tatsächlich, stimmt, hast recht. Oh, ich habe übrigens rohes Filet was vergammelt. Naja, gut, kann man nicht ändern. Gibst mir den Vogel halt länger. Ja. Ach, die Dinger. Also die Prime Meats. Okay, na gut, das Zeug wird wahrscheinlich. Ja, das meine ich doch. Ich meine nicht das rohe Fleisch. Na, das Aber geht ja nicht so ich schnell. Ich geh's mal Jut heran, vielleicht frisst er das. Hat nur 3 Minuten Zeit, vielleicht frisst das. Vielleicht geht's dann schneller. Ja, beim T-Rex, glaube ich, hätte es was geholfen. Mhm. Wow, Gut, okay. Der ist da. Ich gehe mal zum blauen. Mach das. Wasserflasche. Bauplan für eine Wasserflasche Okay. und für ein mittelgroßes Beet. Schmeißt gleich weg. Haben wir alles. Also erstmal kann sich sowieso bauen. Und wir haben ja das ganze Zeug alles. Ja, deswegen. So ist besser, ne? Schon mal so weit weg. Jo. Er hat's gefressen. Oder ist es verfallen? Oh, Oder war eine Zeit nein, der hat's gefressen. Das hat 10%. 93%. Das hat 10% braucht am Schlag, ja. Okay. Okay, das war's wert. Gut. Passt. Dann, ja, gut, okay, dann merkt man das schon. Also, überleg mal, wenn du jetzt 10 so Dinger reinlegst, dann hast du den Samt innerhalb von wahrscheinlich. Gut, aber dann verfällt es wahrscheinlich wieder. Da wäre die Frage, gibt es was ähnliches für Früchte? Was genauso fantastisch wirkt? Es gibt das Kibbel, das Zähmungsfutter. Das ist halt, was ich, keine Ahnung, einen 5-fachen Wert hat wie ein normales Futter, irgendwie so in Richtung, also oder 10-fachen Wert, keine Ahnung. Das ist halt, Funktioniert das bei jedem Tier oder nur bei ich glaube bei jedem Tier. Ist bloß irgendwie, ich glaube die Herstellung ist immer anders. Es kann sein, dass du einen Pflanzenfresser das trotzdem mit Fleisch und mit Eiern herstellst, irgendwie so in Richtung. Beim Fleischfresser sind da Pflanzen dabei oder Karotten. Also es macht irgendwie, muss nicht irgendwie zwingend Sinn machen, was du da rein tust. Und es gibt verschiedene Kippel, irgendwie glaube ich normales, Premium, oder Basic, irgendwie so. Also ich weiß nicht genau. Okay. Na gut. Kann ich dich eigentlich kryokapseln? Wissen du? Ich habe nur gerade das nächste Tier beseitigt. Komm mal kurz her, bleib da. Ich will kurz bloß testen. Nee, okay, geht nicht. Du fleckst schon. What? Nein, die Kryokapsel muss man eine Zeit lang halten, dass es geht. Also ich hätte Also, quasi, das hätte, aber deswegen. aber es wäre quasi so ein blauer Schimmer um dich rum entstanden und dann hätte ich noch, keine Ahnung, 10 Sekunden draufdrücken müssen, dass das gegangen wäre. Okay. Also das hätte jetzt, auch wenn es gegangen wäre, hätte ich es früh genug gemerkt, dass ich es abbrechen kann, irgendwie so. 96%. Ich sehe es gerade, 96,1. Wie nennen wir den? Utah. Also dieser Mann, gell?
Männchen. Namen? Wie könnte man den nennen? Ich könnte noch Gockel taufen. Äh. Ja, wie nennen wir den? Also Vorschläge gerne her, auch Chat. Wenn ihr was habt oder was habt oder was wollt. Justus. Justus. Justus, ja, irgendwie. Ja, ihr kannst gerne einen besseren Namen suchen. Aktuell schreibt keiner was, also. 99,6, oh mein Gott. Gleich haben wir's. Schon mal raustun. Die können wir auch schon mal raustun. Weibchen wäre halt Jutta cool gewesen. Aber ist ein Männchen. Der Level 12 müsste es dann sein. Hat eigentlich verwehrt die. 1100 Gesundheit, Ausdauer 504. Naja, 520 ist das nicht so. Nahkampfstand 105. Ist nicht so toll, aber sind relativ gute Werte für den Stark, glaube ich, würde ich sagen. Wir schauen noch, wenn wir ihn rauskriegen. Den Kani habe ich rausgebracht. Geht's dem? Okay, ganz gut. 38,8, oh mein Gott, das dauert ewig. Aber weißt du, am Anfang, wenn wir die Narkosebären reintan haben, wir haben irgendwann keine Bären mehr gehabt. Also hier hätten wir, glaube ich, auch keine Chance, wirklich groß welche zu finden. Das war ganz am Anfang quasi, wo wir wo wir die Base aufgebaut haben, quasi sind wir rein, dann waren da zwei, glaube ich, von den Dingern. Einen haben wir umgebracht, glaube ich, und einen wollten wir zähmen. Von dem Uranus? Nee. Nein, von den Teddys. Teddy ist aber auch ein Männchen, genau, stimmt. Ja, komm. Noch einmal fressen. Ja, du. Ist auch wichtig. Oh. Also Justus, sagst du? Justus. Oh mein Gott, das könnte groß sein. Siehst du, wie lange das dauert? Ich halte das die ganze Zeit hin. Es ist da drin. Das ist so eine Tasche? Es ist Fleisch. Ja, okay. Wir haben den. Nice. Sehr gut. Gleich mal den Vogel sichern. Jetzt hätte ich noch 2 Kryokapseln dabei. Der Harry ist bei 41%. Also man kann übrigens glaube ich, unendlich viele Dinos fangen, ohne dass was fehlt. Wenn du aber die Kryokapsel schmeißt, dann glaube ich, ist die Schlafkrankheit der Fall. Da musst du quasi jedes Mal warten, bis du die quasi wieder released, so nach dem Motto. Okay. Soll ich den Juteranus mal wegbringen? Ja, bring den mal in Sicherheit. Dann stelle ich ihn mal zu den T-Rex dazu, oder? Der sah groß aus, ja. Ich glaube, da passt er gut hin. Ja, Sattel können wir aktuell noch keinen machen, leider. Ich parke mal da unten ganz kurz.
Ich weiß gar nicht, beim Terry, passt der durch so ein Tor? Aber den würde ich, glaube ich, auch erstmal draußen beim T-Rex hinstellen. Und Terry sollte mal leicht runterpassen, würde ich sagen. ja, Wenn, dann haben wir die Kapseln jetzt. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Mit das Zeug kann man eigentlich einmal reintun. Den da auch. Die zwei nehmen wir mit. Packen mal da irgendwo drin. Stroh können wir eigentlich da reinschmeißen. Hier zum Beispiel. Und da, was haben wir jetzt noch alles gekriegt? Stein haben wir noch ein paar, okay. Hier und hier. Faser kann man hier rein. Bitte kurz, das füllen wir wieder auf. Du mal da. Und du mal da. Ah, da kommst du rein. Und da. Ich würde sagen, release wir mal, oder? Im Haus. Nicht so gute Idee, sagst geh mal raus. du? Ich habe wieder volle Wasserflasche dabei, notfalls. Die da mal da rein. Ja gut, lassen wir das erstmal drin, das passt schon. Falls wirklich was schief geht, dann haben wir es. Bin ich zumindest einen Vogel drin. Oh, Kothaufen vom T-Rex. Hast du das Rezept schon Ja, das eingelegt? ist schon lang weg, ist schon lang weg. Okay. Oh ja, oh mein Gott. Oh geil, scheißen. Das war wichtig. Dem hat's passiert. Okay. Der ist größenmäßig Groß. T-Rex ähnlich. Ja. Und er kann leveln. Machen wir mal Nahkampfschaden, ne? Oder Gesundheit? Also mal Gesundheit, ne? Mach jetzt mal. Achso, ich hätte Oder- dir erstmal Nahkampfschaden gegeben. Okay, dann, ja, dann haben wir Nahkampfschaden. Wer sich freut. Hey Schnucki, ja hi! Ich muss mal kurz, wir haben keinen Sattel. Ah, ich brauche einen Sattel, Ich stelle den auch mal auf neutral. Ja. Hihihi, hi! Die T-Rexer, servus! Ja, das ist die Frage, was haben wir alles dabei eigentlich? Wir haben Betäubungsmittel dabei, wir haben Fleisch dabei, Beeren können wir überall sammeln. Moment, ich mach mal kurz den Kothaufen da weg. Ich würde jetzt kurz eine kleine Pause machen, Jens. Also ich hole kurz das Lila, ne? Okay, okay. Also nicht lang, 5 Minuten, wenn überhaupt. Gut, Also es ist gut. noch gar nicht da, das Lila, ne? Eigentlich dauert schon ein paar Minuten, bis ich es mache, aber. Okay. Also da hinten ist eine neue Schildkröte gespawnt. Die stört mich nicht. Nicht. Nö, die können von mir so umkrabbeln. Hauptsache die lockt keine anderen Viecher an. Weiß man nicht. Schlecht wäre jetzt, wenn jetzt ein neuer, wie hieß der nochmal? Tyrannosaurus oder so was ähnliches.
Tyrannosaurus. Ja, spawned. Ich habe nochmal in den sichtbaren Bereich rein, dass er was da fressen kriegt. Kann man eigentlich leveln? Ja, dich kann man leveln. Du kriegst mal trotzdem Gesundheit einmal. Hast du? Bei dir war es ganz cool. 2000 ist ganz cool für einen T-Rex als Gesundheit, würde ich sagen, ja. Hier haben wir noch Fleisch drin und Leder, okay, nice. Hier nix, okay. Da gebe ich dir mal sicherheitshalber noch ein bisschen Fleisch rein. Das haben wir gar nicht, okay. Ah, okay, egal. Gut. Gute, gute, gute. Zack. Dann machen wir den sichtbaren Bereich wieder aus, oder? Alles klar. So, und jetzt. Kacken die gerade um die Wette, oder wie? Anscheinend. Oh, aber by the way. Jetzt was da ist, ne? Was denn? Ich habe gerade einen kleinen Parasaurier. Du kannst auch schräg, Gottes Willen. Du musst aber nicht den anderen Saurier gleich tothampeln. Was? Das passt schon. Der steht gut. Zack. Und die Kothafen haben wir hier noch. Okay, hier nicht. Jo. Also das Ding ist, das Skorpione können wir uns eventuell auch noch holen, ja. Das wäre... Dann ist da dort eine Fleisch alles mit. Hier noch was drin? Nee. Okay. Ich weiß nicht, was das Insektenschutzmittel bringt. Wahrscheinlich Schutz gegen Insekten. Captain Obvious. Aber sind wir dann geschützt vor den komischen Viechern, die da rumschwirren? Also die wirklich gegen die Insekten, die uns die ganze Zeit quasi angreifen? Greifen uns die dann immer an? Wäre eine Option, ne? Also ich fliege mal kurz aufs Dach hoch. Jens, kommst du klar? Aktuell ja. Also ich beeile mich, ich wäre in mal 5 Minuten wieder da. Ich hole jetzt bloß das Lila nur kurz. Weil das despawnt. Mhm. Genau. Bring dann nur bitte Wasser mit. Aber wir haben ein Metallsichel und Handschuhe. Okay. Wasser, also ich kann, ich habe eine Wasserflasche habe ich dabei. Eine volle wieder. Warte, ich mache mal kurz ein paar Vollflaschen. Du hättest jetzt auch einfach mal jetzt essen gehen können für 5 Minuten und dann damit kommen können. Ist ja kein Stress. Ah, da geht's nicht. Du. Nee. Oder? Doch, stimmt sogar.
freischalten. Die Füllflaschen schauen eh nicht, wenn wir ein paar haben. Das ist ganz okay, glaube ich. Aber dann vergesse ich es wenigstens nicht. Jetzt haben wir es schon. Ich habe 4 volle Füllflaschen dabei und ich glaube, eine leere, volle Wasserflasche wäre noch dabei, glaube ich. Mighty, servus. Ah, jetzt regnet's. Okay, ja, umso besser. Dann kann ich kurz Pause machen, das ist auch nicht schlecht. Wir haben übrigens, Mighty, weil du es nicht gesehen hast, wir haben neue Mitglieder. Und zwar unser dritten Kanosaurier, der da rumpackt irgendwie. Da, die Parade, ein Männchen. Jetzt haben wir Kanade, Panade und Parade. Aber wir haben einen Jutyrannos, haben wir auch. Hier, einen Justus. Ne? Das Sattel muss ich noch machen. Aktuell können wir es nicht leisten, weil wir keine 125 Siliciumperlen haben. Aber ich weiß, wo man es kriegt. Okay, ich muss das lila Nerne holen, bevor ich gehe. Wir kriegen einen Sattel, einen Stego-Sattel. Aber bloß einen Bauplan. Und einen Galliumus-Sattel. Okay. Nehme ich gerne. Da ist er, unser Jutyrannos. Und Jens ist gerade aktuell beim Terry. Also wir haben gerade einen Terry quasi auch. Sind wir gerade am Zähmen, sind wir jetzt aktuell bei 51,7, 52,4, okay. Komm mit Scheiße in die Kisten rein. Du hörst das nur Scheißen hier rum, ohne Krampf. Das ist also... was wollte ich machen? Sattel weg tun. Du wolltest dir was zu essen holen. Ja, mach ich gleich. Seit 10 Minuten. Ich weiß schon. Aber ich habe gesagt, wenn der Jutyrannos fertig ist, dann machen wir das. Ja, das ist er seit 10 Minuten. Ja, ich weiß schon. Das war das extra, bis es nicht mehr regnet und mein Wasser alle ist. Kann er machen, wenn du magst. Ja, wo ist unser Pteranodon eigentlich? Verschorscht, wo ist denn der? Weißt du das, Jens? Nein, ich bin nicht in der Base. Wir haben hier 3 Agentavis. Einer sitzt unten. Der 4. Unser Zuchtvogel. Ah ja, Mighty, übrigens zur Info. Wir dachten die... Ach, Du meinst Spark oder Minimi ist fertig. redest du von einem Argentavis oder Nee, von ich einem rede vom Raptor. Ich rede vom Raptor. Minimi ist ausgebrütet. Und Argentavis ist noch... Er braucht Zuwendung in 5, fast in 6 Stunden, okay. Also ich habe den Multiplikator für die Argentavis habe ich quasi hochgetan. Binimi, Michael, Red, Wilde Hilde, Rappi, Yoshi. Mehr haben wir nicht. Genau, das sind 6 Raptor-Netz, oder? 2, 4, 6, ja genau. Genau, der Minimi ist quasi jetzt ausgewachsen. Aber wo ist unser Raptor? Unser Raptor, sage ich, unser Pteranodon. Ach so, der Pteranodon. Der ist ein... Der fehlt mir jetzt gerade aktuell. Der existiert aber noch. Das glaube ich, dass du da existiert. Ich habe nur schauen, weil ich habe das Handy im Vogel. Der ist ein bisschen abseits. Warum auch immer. Wie heißt der Schorsch, gell? Nee, ich finde den nicht mehr.
Hier ist drinne. Runter scrollen. Ach, da ist Schorsch. Der ist oben. Wieso ist der da oben? Weggeflogen? Wegen was? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas. Die sind hier auf Passiv und Fliehen eingestellt. Ja, die normal nicht, die Vögel. Okay. Die Flugsaurier eigentlich nicht. Hallo? Spiel? Moment. Hä? Jetzt close, okay. Halten, passiv und fliehen, ja genau. Okay. Gut, ich mache mal kurze Pause, bin gleich wieder da. Beeil dich bitte. Kommst du, ja, oder soll ich dir was zum Trinken holen? Bringen noch kurz. Jo, Ach Gott, das liegt. also in 5 Minuten überlebe ich, wenn es nur das ist. Das kriege ich noch hin. Wenn du jetzt eine Viertelstunde weg bist, könnte es sein, dass ich tot rumliege irgendwo. Mei, ich muss ganz. Mei, der Scheiß. Mein Gott. Folgt Uhu. Na, nicht Uhu folgen, verdammte Kacke. Komm her. Jetzt okay. Ich komm mal kurz nochmal. Wir soll nichts für Toilette gehen. Irgendwann zerreißt es mich dann. Was bei 56,5 ist er schon, das ist schon ganz gut. Wo bist denn du? Ah, da. Ich bin am Terry. Ja, nimm ruhig raus, es sind 4 Vollflaschen drin im Tu ruhig der Leere rein und nimm da 2 volle raus, irgendwie sowas, oder keine Ahnung, oder mehr, ist das zuständig. Ich habe jetzt quasi 3 volle rausgetan. Ist da noch irgendwas, was ich brauche? Nee, ne? Achso, doch, hier, warte mal. Ich nehme noch 2 Stacks mit. Betäubungsmittel? Ja, genau. Hast du 2 Stacks? Ja, ich habe 2 mal 100 rausgetan. Okay, passt, dann fliege ich das Space. Park mich da. Und bin gleich wieder da. Zum x-ten Mal. Oh, dein Vogel hat geschissen. Nee, kann man nicht sein. Der scheißt die ganze Zeit. Die T-Rex halt auch weiß. Also, ich könnte noch 20 Komposthaufen. Wir brauchen den Terry unbedingt. Wie, Weil weil man- er die Komposthaufen auf ist? Hä? Nee, weil wir noch Stroh kriegen für die Komposthaufen. Also wenn der Terry das macht. Ach so, ja Gott, aber Strohfarmen ist, fand ich eigentlich noch nie schwierig. Nee, aber es ist halt mit Terry, glaube ich, geht so schneller. Okay, bin gleich wieder da, Jens. Ich lass dich laufen. Also, man hört dich. Und ich schalte trotzdem auf Pause um. Ach so. Bin gleich wieder da.
Okay, Unterhaltung mit Jens ist aktuell anscheinend nicht. Bist du schon wieder zurück? Ja. Ich habe da schon so einen Brezenhobel oder Brezenzopf in mich hineingetan. Ja, bei mir ist es gerade ziemlich langweilig. Hm. ,64%, ein bisschen haben wir noch. Das Interessanteste, was jetzt gerade passiert, ist, dass hier was Grünes runterkommt. Wow. Ja, tatsächlich. Gut, wir könnten uns natürlich noch um einen anderen Saurier kümmern, wenn du magst. Nee. Hm? Nee, brauchen wir nicht. Wir wollten eigentlich auch mal zu einer Höhle, ne? Mhm. Nicht, dass du das... Weiß ich schon Oh, noch. da ist ja was zum... Ist ja ein Tier zum... Ui, komm mal her. Hält wieder nichts aus. Okay. Ich fliege mal kurz zu dem Ding, zu dem Spot und schau mal, ob ich Siliziumperlen krieg. Wir haben... Gottes Willen, was habe ich denn das alles eingesammelt, ey? Bauplan für Lederstiefel, aber ich habe einen Lederhut, eine Lederrüstung, Lederhandschuhe, Lederhose und Lederstiefel bekommen. Gut, warum nicht? Ja, aber ich kann dann quasi meine halb kaputten Sachen ersetzen. Ist das schon wieder so? Nee. Nee, das ist der T-Rex. Doch, nein, das ist nur mal so ein Tyrannos. Tatsächlich. Bei uns um die Ecke? Ja, nein, also im Schneegebiet. Ah, Das ist sogar 2. Also da rennen dann 2 rum. Okay. oh, muss die Schildkröte sich gerade da durchbacken. Wohl doch nicht so sollten die Viecher. Okay, Silizium ist zu weit weg. Ich drehe wieder um. Ich habe keine Wintersachen dabei. Ja, das ist auch einer, tatsächlich, ja. Der befiehlt auf jeden Fall bestimmte Dinos, ja, das stimmt, ja. Irgendwas kann, also irgendwie kann der Dinosaurier. Mhm. Die ihn dann unterstützen. Anscheinend, Das ja. vorhin waren Raptoren, oder? Die ihm nach sind. Ja. Weiß ich gar nicht. Das waren Carnosaurus, habe ich jetzt schon mehrfach gesehen. Es wird schon wieder dunkel, ne? Ja, richtig. Und es ist gleich dunkel. Jetzt ist es wieder hell bei mir. Ich bin aus der Dunkelheit rausgeflogen. Ja, ja, noch. Aber es ist 21 Uhr. Es wird in... Ja, eine Stunde spätestens so. Nee, noch schneller, glaube ich. Das ist dann wieder wie ein Fingerschnips. Du könntest einen Vogel mal wieder in der Nähe landen. Dass ich die halb kaputte Lederrüstung und ich habe sogar noch von eine leere Wasserflasche noch gar nicht reingetan. Moment, ich bei uns, also am Anfang von dem Part, von dem Pfad, wo wir quasi da haben, ist das Ding, ist ein Carnosaurus wieder. Aber so, da Von ist der. Toronto. Aber ist noch ein bisschen weg. Du hast den jetzt hoffentlich nicht angelockt. Nee, der ist gerade am Kämpfen mit dem anderen Saurier. Dem war ich ziemlich egal. Kurz mein Ding wieder rausnehmen. Ich weiß noch nicht, was wir mit der Schildkröte machen. Irgendwie gefällt mir ja nicht. Stückgröte. Die backt hier die ganze Zeit rum. Ist das eine hohe Löffrige oder eine geringe? 13. Das ist nicht viel. Muss gleich tot sein.
Genau. Ich warte, bis du mir das Zeug wieder gibst. Hm, Alles im Vogel drin? warum habe ich denn eigentlich so viel verdorbenes Fleisch bei mir? Ah, du hast mir, glaube ich, was gegeben, ne? Ja, du kannst mir auch wieder im Vogel rein tun, wenn du magst. Tu es im Vogel rein, dann hast du es los. Jo, habe ich. Das ist einfach nur, falls irgendwie Skorpion kommen, während wir den zähmen hätten wollen. Also jetzt ist 68%, das muss der Teddy dann langsam wert sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich scout mal in die andere Richtung. Was da ist. Ich weiß nicht, wenn ich irgendwas sehe. Da hinten können Trodons wieder auftauchen. Die waren ja vorhergehende Nacht dort. Das ist schon wieder stockdunkel. Merke ich gerade, ja. Hier ist aber eigentlich tatsächlich nichts. Nö. Nix bis wenig. Und das Wenige, das hier ist, Agatavis, Kumpi. Ne, also hier ist irgendwie nicht so viel. 70% immerhin. Ja, geht langsam. Und der ist die Narkosemittel wie Gummibärchen. Ja, also wie schnell das runtergeht, das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Hier ist einigermaßen hell tatsächlich. Hier unten eigentlich auch. Ja, doch, ja. Was bist denn du eigentlich? Ich bin beim Terry. Nein, ich meine das Viech, was da rumrennt. Das ist immer nur in der Hand, das Scheißding. Ablegen? Ja, ablegen was. Ich meine ich. Was bist du? Ach, das ist so einer. Moschops. Ach, die Dinger, die... Ist der bei uns drin? Na, ich hab die gerade reintragen. Ach so. Aber brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nee, kannst du beseitigen. Das ist ein Fleisch- und Lederlieferant. Und Nemmel, das kann er richtig. Nee? Er hat nur 33 Leder, 33 Fleisch, glaube ich, also. Auch hier war hingehend eine Enttäuschung. Okay. Und zack. Und dann nehmen wir uns da noch ein bisschen was raus. Dann füllen wir da wieder auf.
Da ist voll. Da ist gut. Mitternacht. Hey. Ja, der gehört uns das der Guy. Warte noch. Naja, das dauert noch ganz schön, ne? Warte noch. Das dauert nicht mehr so lang. Eine Viertelstunde? Ja, in Echtzeit könnte es vielleicht wirklich eine Viertelstunde sein, ja. Möglich. Wir könnten uns ja dazwischen einen Skorpion holen, weißt? Oh Gott, du der Skorpion. Die wollten aber vergammeltes Fleisch, ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen Skorpion gezähmt. Ich hab's schon mal gemacht. Hier, da warst du aber alleine unterwegs. Kann man nicht sein. Bin nie alleine unterwegs. Du hast ja auch einen Skorpion und eine Miezekatze gezähmt, die beide dann fertig waren und beide sofort gestorben sind. Alles Lügen. Nee, es gibt sicher noch irgendwo auf Twitch. Nö, glaube ich nicht. Schon weg? Das dürfte wahrscheinlich schon weg sein, ja. Ah. Also ich hab's natürlich noch, aber... Du musst erst zugeben, was du gesagt hast. So, gut. Also. Nicht einschlafen, Jens. Ja, Keine Müdigkeit vorschützen. Ich habe fürchterlich schlecht geschlafen letzte Nacht. Ja, nicht nur du. Die letzten paar Tage tatsächlich schon. Ja, die anderen Tage waren auch nicht so viel besser, aber... Ich weiß aber nicht warum, muss ich ehrlich sagen. Es ist echt zum Kotzen, also. So, da, wo haben wir denn Leder? Leder ist da. Gut. Weißt du, lauter unrepariertes Zeug hier drin. Kann doch nicht sein. Achso, das ist ja meine Rüstung, die ich dir gegeben habe. Nee, die habe ich schon repariert. Das ist andere, das ist irgendwie ein älteres Zeug. Achso, dann ist es nicht von mir. Ah, nee, weiß ich nicht, ich repariere meine eigentlich immer. Ja, deswegen ja, ich auch. Ist es eine Nicht-Lederrüstung, weil da kann es erst recht nicht von mir sein. Nee, es ist Leder. Achso, auch, okay. Aber ich repariere jetzt meine mal kurz. Gute, okay. Dann haben wir das jetzt mal. Wir haben jetzt mal die Lederrüstung wieder drin. Ja, die Wasserflasche lassen wir da, ne? Die eine. Ich brauche erstmal noch keine. Ich habe 2 volle Feldflaschen. Wo ist denn die zweite Wasserflasche? Habe ich die dann? Da ist noch ein Vogel drin, glaube ich, noch vollerweise. Mhm. Ah ja, genau. Okay, nein, ist die noch voll? Die ist leer. Hast du schon wieder Flasche austauscht, den Vogel drin? Vorhin, eventuell? Ich hätte eine leere Wasserflasche reingetan und eine leere Feldflasche. Ah, okay, deswegen. Ich habe dir ja gesagt, ich verdurste bald. Nee, jetzt gerade vorhin, wie du nochmal da warst. Jetzt hat die einfach mal 2 leer, Nee. also... Nee, da habe ich nichts reingetan. Okay, komisch. Weil die andere leere Feldflasche, die habe ich jetzt ja hier noch bei mir. Okay.
Ich habe wieder zwei, also ich habe jetzt zwei Wasserflaschen raus und ich habe jetzt wieder zwei volle Vollflaschen dabei und noch 362 Narkosemittel. Wie geht's im Narkosemittelbereich? Gut oder? Ich habe 100, nee, ich habe sogar noch, bei mir auch noch 100. Also ich habe 233 Narkosemittel. Okay, 77%, langsam würde ich sagen, passt es. Ja. Ich schaue Die mal kurz könnten nach auch dem. langsam ausreichen, die 200 irgendwas. Oh, nee. Ah, ist noch 3 Stunden dunkel. Okay, wir haben einen Sattel für unser Minimi. Jetzt kann man die Vorfahren anzeigen, auch. Das ist ganz cool. Das geht jetzt quasi ja. War auch schon, wo der, was war das, jugendlich oder heranwachsend war. Ja, genau. Okay. Reiht sich mal zu den Raptoren ein. Ich weiß, was der Ankylosaurus hier wieder macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ab und zu backen die hier. Ich verstehe es nicht. Okay, Gesundheit. Ach, der hat was kaputt gemacht. Jetzt, der steht nicht auf passiv. Der Anki oder der Raptor? Der Kanosaurier. Der steht nicht auf passiv, deswegen hat der Klassiker, ja, nice. Der hat da quasi irgendwas weggemacht, ja, dass er die quasi irgendwie. Die bewegen sich halt alle immer ziemlich cool. Dich leveln wir wieder auf Nahkampf schauen. Und du? Ich will kurz auspacken hier. Also ich weiß nicht, ob du vorher mitgekriegt hast, Maite, wir haben jetzt quasi die ersten 2 Dinos gezüchtet. Ich dachte eigentlich, sie wären tot. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast vorhin. Weil wir ja gestern den Server eigentlich ausschalten wollten. Ging aber nicht, weil der irgendwie geupdatet hat. Also ganz, ganz dämlich. Und es ging bis ewig lang nicht. Also bis irgendwie um 5:30 in der Früh, glaube ich, haben wir ihn ausgeschaltet. Den haben wir jetzt quasi. Du warst vorgestern bei, ja genau, aber wir haben quasi ausgeschaltet und wir haben quasi heute, wie wir eingeschaltet haben, waren die noch lebendig. Der Agentavis war ausgewachsen. Ich habe heute, bevor ich ihn eingeschaltet habe, den Server, habe ich den Reifeprozess, also nicht die Brutdauer, nur die Erwachsenenwerten zeigt quasi von 1 auf 4-fach hoch. Also von 1 auf 4. Einfach, dass wir die ganze Zeit dort stehen müssen bei den Viechern. Hat wohl ein bisschen was gebracht. Vielleicht ist es immer noch zu wenig, ich weiß es nicht. Aber ja, keine Ahnung. Sorry, habt ihr was mitgenommen? Leider Weg zum Unfall. Ah, Mist. Oh, danke. Danke fürs Mitnehmen. Scheiße, aber leider verloren unterwegs. Das ist echt schade. Ich habe mal einen Brezenhobel. Jetzt könnt ihr raten, was ein Brezenhobel ist. Meint, die weiß es bestimmt. Aber der Rest wahrscheinlich wieder nicht. Yay, jetzt wird hell. Zu langsam, oder? Ja, wird halt. Mal schon was trinken. Du fährst aus. Zu essen nehme ich mir noch was mit. Wie schaut die essenmäßig aus, Jens? Hast du noch? 19 habe ich noch. Ich bringe mal 25 Also, mit.
Festbugging ins Eck. Was ein was? Du hast mir was mitgenommen, habe ich gesagt. Aber du bist leider verunfallt auf dem Weg zurück. Also ein Brezenhobel, ach so, das meinst du. Einen Brezenhobel. Es gibt da einen Salzhobel. Das ist dann bloß ein Hobel. Wenn man quasi einen Hobel bestellt, dann meint man einen Salzhobel. Und was ist ein Salzhobel? Ich hab's eigentlich schon gesagt vorhin. Haben sie dir auch zugehört? Ich weiß nicht, vermutlich nicht. Im Agitavis sind 25 Fleisch drin. Nee, Salzstreuer nicht. Was? Ein Salzstreuer ist es nicht. Es ist was zu essen. Würde mich jetzt wundern, wenn jetzt Martin Salzstreuer gegessen hat. Ah, 25 Fleisch, danke. Also tatsächlich glaube ich, ist es wirklich ein oberpfälzerischer Begriff, glaube ich. Das habe ich noch nicht oft gehört. Also in anderen Bereichen, sage ich jetzt mal. Und auch in der Oberpfalz, nicht überall. Aber Malte, du kennst ihn, oder? Denke ich mal. Oh, 82%. Komm, die 18% müssen wir auch noch hinkriegen. Ja, ich hoffe. Da wäre jetzt richtig Futter halt wichtig bei dem Viech. Aber Kippel haben wir halt noch nicht. Also ich kann es auflösen, wenn du magst. Was ist ein Brezenhobel? Oder ein Salzhobel? Oder Hobel? Es gibt einen Mohnhobel oder einen Sesamhobel. Das ist keine also es gehört zum Gebäck, sag ich jetzt mal so. Im Semmelbereich. 83%. Jens, geil hat das. Geil hat das. Woo! Das gleich sind in 15 Minuten. Tschüss. Was haben wir hier noch alles? Du bist der Kane, oder? Bring nur ja keine Dinos mit. Ne, ich fliege in eine andere Richtung aktuell. Ich habe das aus hier rüber. Weil eigentlich wollten wir einen T-Rex haben. Der herumrennt. Oh, der ist wahrscheinlich schon lange despawned. Der ist nicht mehr da, das glaube ich ja. Der ist nicht mehr da. Wenn das wahrscheinlich. Flugsaurier wär noch cool. Der große? Genau, Quark, der Bruchpilot. So, das ist gerade. Oder so ähnlich wie der heißt. Der hat mir Narkose mit gestohlen, die geile Sau. Die. Okay, das machen die auch im Fliegen. Anscheinend, wusste ich nicht. Aber 1, ne? Nicht 100. Na, 260. What? Oh. Das war Ich effizient. sehe die scheiß Mützgriff immer. Was ist das? Wieder, jetzt haben wir eine Vollflasche geklaut. Die dumme Sau. Ich hoffe, es war die leere, die ich jetzt bei dir reingetan habe. Nee, ich habe keine Leere mehr dabei. Ja, dann hat er die leere geklaut. Nein, ich habe keine Leere mehr dabei. Es hat 41 rohes Fleisch geklaut. Oh mein Gott. Ja, aber ich hatte eine leere reingetan und dafür wir eine volle wieder. Ich habe die doch schon lange wieder aufgefüllt. Wann denn? Hey, Du bist doch von gerade erst gekommen. hast du das gerade gemacht?
Ja, klar. Ich habe doch die Chance gleich wieder genutzt. Ich wirklich ab hier, ne? Kommst du zurecht da vorne oder Ja, ich komme schon recht. gehst du drauf? Nee. Geht drauf geht wie nicht ich. Das Problem mit den blöden Vögeln, dass sie mir die ganze Zeit Zeug klauen. Die räumen mich komplett aus. Die sind viel schneller wie ich. Und warum kommst du dann nicht her oder? Weil ich mehr Zeug haben will. Achso. Einer ist tot. Du Mist Sau. Du fliegst aber gerade nicht zu mir zu, ne? Aha. Ich glaube, ein Argentavis ist jetzt hier in der Nähe gelandet. Möchtest du den? Nö. Oida, ne. Das Vieh ist echt nervig. Okay. Kriege ich mehr Zeug vielleicht da wieder? Hast du umgebracht? Ja, beide, logisch. Aber ich kriege mehr Zeug nicht mehr. Spiel ich jetzt? Obwohl, ich habe eine leere Vollflasche wieder drin. Ich habe wieder Leder drin. Tu mal das raus, dem Inventar raus da. Das Krügerkapseln fehlt mir keine mehr. Fleisch, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Ich das Zeug automatisch wieder gekriegt habe. Ich habe es nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ach, die haben dir auch eine Gyro-Kapsel geklaut. Nee. Aber mir fehlt keine Krügerkapsel, das meinte ich. Ah, okay. Also du hast noch vorhin gesagt, die leere Feldflasche hast du nicht mehr gehabt. Die habe ich. Ich dachte, ich hatte 2 dabei. Brauchst du dir. Ich weiß nicht, wie viel hast du da rausgenommen hast. Keine Ahnung, das habe ich nicht mitgekriegt. Du hattest, also im Vogel war keine leere Feldflasche drin. Ne? Die habe ich ja nur eine reingetan. Aber du hast quasi. Es war nur eine leere Füllflasche, oder wie? Du hast nur eine leere gehabt, das meine ich. Genau, ich habe nur eine gehabt und eine reingetan. Dann habe ich das Zeug wieder Davor war gekriegt. keine leere drin. Nee, Optimus. Nee. Oh, zur Auflösung. Es ist ein Brezenzopf. So, jetzt kommt die Frage, was ist ein Zopf? Brezenzopf oder Salzzopf. Also einen Zopf kennst du ja, oder? Also ein Gebäck. Ich weiß nicht, wie heißt das bei euch? Ich denke mal auch Brezenzopf einfach nur. Jetzt beeil dich mal mit dem Tamen von dem Viech, das ist ja furchtbar mit dir. Du darfst gerne übernehmen. Ein Flässerl. Okay, Flässerl hat das mir nichts gesagt. Aber wir sind auf 88%. Jo, habe ich gesehen. Es gab mal, was hier so kommt. Ach so, einen, der da umfliegt, so hätte ich auch noch gern. Der Flugseiter mit dem großen Kamm da, quasi. Das kann man ja mal auf 0 machen, kurz. Was ist denn hier in der Nähe? Nichts Gescheites.
Riesige Bienenkönigin wäre hier. Hast du eigentlich das Ding, das sah doch aus Ah, wie ein Bienennest, oder? das ist ja genau, das ist eine riesige Bienenkönigin, genau. Die kann man aber auch tamen. Ich glaube, Optimus hat das mal gesagt, dass er eine riesige Bienenkönigin hat, dachte ich mir. Ich weiß bloß nicht, was passiert, wenn ich da dran fliege. Ha. Okay, aber die ist schon mal gut zu wissen, dass die einfach irgendwo rumbackt. Oh, ich bin vergiftet worden, schon wieder von einem Trodon. Ist der Drohne noch da? Nee, tot. Jetzt hat er mal eine riesige Bienenkönigin. Da war noch irgendwo eine. Ja, nicht Tribe, sondern da war man. War noch zwei, ne? Wenn du umfällst, sag mir's, gell? Will ich was? Wenn du umfällst. Nee, so schnell nicht. Also der Skorpion haut, glaube ich, ein bisschen mehr rein als so ein Trodon. Also beim Trodon passiert mir eigentlich irgendwie gar nichts mehr. Ich stehe zwar da nochmal dran mit vergiftet, aber irgendwie... Da sind die anderen ja nerviger, wo du da deine Sicht so verwischt hast und alles in grün ist. Achso, die Luftfassade. Ah, okay, Ja, also genau. wir haben ja zwei, wir hatten jetzt sogar zwei Bienenköniginnen. Hier unten ist auch eine. Also sie sind wirklich, ja. Ja, aber Jens, sollen wir jetzt gleich einen zweiten Terreno machen? Wie schaut's aus? Nee. Also da du hast okay, Optimus hat noch keine. Ja, nur das gesagt mit der Bienenkönigin. Oh, das ist doch jetzt schon fast 90 Minuten, wie so ein Terrier dauert. Das ist ja Ewigkeiten. Ja, in dem Fall wäre vielleicht der Timing-Prozess ein bisschen besser gewesen, wenn wir ihn hochgestellt hätten, aber ich glaube, für die meisten Dinos passt der eigentlich. Der ist halt ärgerlich, wenn er dann stirbt, oh mein Gott, der ist ja nicht zur Verteidigung, das ist wirklich nur zum... Du hast auch nicht, wir haben das gesagt gehabt, verdammt. Was vielleicht Dave? Ich habe keine Ahnung. Oder hat das irgendwie anders im Chat einmal gesagt gehabt mit der Bienenkönigin? Also, ich dachte, man kann die tamen, aber jetzt bin ich mir natürlich nicht mehr sicher. Oh, hier ist ein Mammut. Mammut könnten wir uns holen. 8%. Jens. Später, vielleicht. Ja, Taming Time will ich also lassen. Wir können mal gerne in die Höhle reinluden, wenn du magst das dann, ja. Ja. Wenn man hier alle Viecher tamed hat, dann ist es gar nicht mehr so unlustig. Oder wollen wir die Bienenkönigin kurz versuchen? Was die macht? 7,5%. Jens. Ich habe nur keine Ahnung, ob die dich umbringt oder... Ja, ich weiß nach wie vor nicht, wie man Kibbel macht. Das ist mein Problem. Was brauchst denn du für die Bienenkönigin als Futter? Das weißt du auch nicht, Weiß ne? ich auch nicht, ne? Also wie gesagt, ich weiß ja nicht genau, wie man die, also, ich weiß irgendwie, gibt wohl Beeren, mal Fleisch, mal braucht man Eier, also man braucht Eier dazu teilweise auch. Wir haben jetzt eigentlich ein paar Eier, nicht viel, aber ein paar. Ja, wahrscheinlich werden wir es wirklich nachlesen müssen, das stimmt ja. Wäre halt schön, wenn man es irgendwo sehen würde, weil ich meine, Rezepte gibt es ja im Spiel. Aber kurz eine Frage zwischendurch. Den Harzsammler, weil ich gerade wieder sehe, den brauchen wir die großen Bäume im Redwood, ne? Denke ich mal.
Was anderes macht wahrscheinlich keinen Sinn. Weil ich habe es überall versucht, da nicht. Ja, genau, das Grundrezept weiß ich, aber hab schon gesagt gehabt, dass mir das so, dass mehr so lala ist. Weil die Bäume sind zu hohl aus. Nö. Ich denke, wir brauchen so richtig fetten Bäume, ja, Jens. Wo hier ist sowas nicht? Nö. Alles kleine Kraxenbäume. Ah, 94,6. Ja. Ja, es wird langsam. Hui. Abwechslung. Hui. Ich sehe nur Flügel. Hui. Flügelabwechslung. So, genug Spaß, weiterarbeiten. äh. ...95, okay. Ja gut, aber jetzt halt das Narkosemittelzeug auch einigermaßen. Oh toll. Ich backe gerade den Terrier drin. Oh mein Gott. Nee, Jens hat da Spaß gehabt dabei. Was? Weil der Optimus schreibt jetzt, Jens greift ihm ins Inventar und zieht den Sattel. Hört sich ratzfatz auf. Oh, was für einen Sattel hast du denn da? Den da meint er. Ja, wenn ich quasi auf dem Uhu drauf sitze. Ach so, und mir den Sattel raus. Ja, Dann okay. passiert bloß eines, wir fallen beide runter. Ja. ...95,9. Bären hat er genug drin, also eigentlich ist alles cool. Meditierst du mit dem Schwert? Soll ich die Haare schneiden in der Zwischenzeit? Wieso haust du mich? Du bist näher gekommen, was kann ich denn dafür? Also es tut mir wohl nicht so viel weh. Du kannst mir... Friendly Fire ist wohl nicht so schlimm. Friendly Fire ist... Also ich glaube 4-mal kannst du mich treffen. Beim 4. Mal könnte ich vielleicht tot sein oder ich überlebe gerade noch. Weiß nicht genau. Weil das Schwert macht ja eigentlich 120 Schaden, ne? Reicht es? Stand immer dran jetzt. 151%. Ja, nee, Prozent, aber das heißt ja Ach immer noch so, nicht ja, viel meinst, Schaden, ne? du meinst die Punkte, ja klar, logisch. Okay. Genau. Ich weiß zwar immer nicht, wozu das zählt, die 120 Punkte, aber 120 Lebenspunkte ziehst du ihm ab. Pro Schlag. okay. Also der Terry zum Beispiel hier hat halt aktuell ja, das 1740 und da hat er jetzt so 1401 davon. Haust den jetzt einmal, ziehst ihm von 1401 120 Lebenspunkte ab. Machst du das quasi 12 Mal, ist er tot. 14 Mal, ne? Bei 1400? Nee, 12 Mal, hast du recht. Ja. Könnt ihr mal ein bisschen mehr essen, ne, jetzt am Ende. Den zerreißt, schau mal die Wand, Mann, den zerreißt er hier gleich. So eigentlich für das Timing. Ja gut, aber immer noch 77,3. Wir kriegen 11 Level dazu aktuell noch. Geh vielleicht noch um ein Level runter. Also um 97,3. Das wartet jetzt auch noch ab. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Wiedersehen. Nimm mich mit. Mist.
Flieg mal zu der Wiener vor, Jens. Da rechts vorne ist eine. Ich flieg mal darüber. Ich muss ja nicht das, was machen, was der Martin macht. Warum nicht? Wie soll man den nennen, Jens? Komm, du bist die ganze Zeit dabei gestanden. Wie heißt er? Du weißt es jetzt ja. Hattest du nicht schon, du hattest doch schon einen Namen für den, dachte ich. Ja, Teriyaki eventuell, habe ich gesagt, aber wenn Teriyaki genehm ist. Cherry. Früher Sven Teriyaki. Mighty schreibt irgendwas mit 200 CCM. Wir müssen Terrys richtig harte Gegner. Damage mal 3 und Wald. Was? Dynamax Level 150. Ein 30er zieht dir die Schuhe aus, okay. Der hat Level 31 da jetzt aktuell. 98,6. Oh mein Gott! Es geht nicht voran. Kannst du langsam abbauen. Können wir mitnehmen, die wertvollen Ressourcen. Na gut, nehmen wir es mit. Okay. Ein bisschen Holz, warum nicht? Kostet auch Gold. Auf 99,3. Noch einmal essen, dann müsst ihr fertig sein. Oh Gott, warte, ich zück die Kryokapsel schon mal. Aber du musst die benennen, ich gehe weg, dann kannst du den Namen vergeben. So, hier. Hey, du wolltest doch einen Namen geben, oder? Was? Was soll ich vergeben? Tori Teriyaki oder? Oder nur Teriyaki? Von mir aus netten Teriyaki. Ja, wir können ihn auch Freddy nennen. Wie Freddy Krüger. Jetzt sag was. Also da gefällt mir Teriyaki besser. Sieht doch eigentlich ganz lieb aus, oder? Teriyaki 200 CCM. Was machst du denn da? Ich wollte mitnehmen. Winke, winke. Oh mein Gott, und jetzt verlieren wir ihn, komm. Hat er gut gemacht, auch wieder hinter Jens. Ach, endlich wieder. Beziehungsweise wir waren ja fast daheim. Es ist ja gar nicht weit weg gewesen. Allerdings so. Aber es wäre doch, wir haben doch ein bisschen einen Umweg rennen müssen. So, einfach hier gerade durch, glaube ich. Hier wärst du schon hochgekommen. Echt jetzt? Ja, aber hier runter wieder. Naja, doch, du kannst ja seitlich runter dich backen. Ach Gott, so, jetzt mal das Zeug raus. Du und du. Ja, und du wegen mir auch. Wo kämen denn die Feldflaschen hin? Tu's einfach oben ins Werkzeug rein. Aber füll sie vorher auf. Extra Wünsche. Ja. Also quasi neben den Kühlschränken der Schrank gleich. Ja. Gut, dann nehmen wir die gleich mal raus da. Tun wir die 2 rein, aber eine nehme ich einmal mit, eine Kryokapsel. So, Teriyaki. Wir haben einen Sattel, haben wir dafür. Der ist da. So, und bam. Ist klar, dass sie alle gleich scheißen müssen, weißt du, vor lauter Freude, wenn sie da sind.
Die haben sie extra zurückgehalten. Wahrscheinlich, ja. Das kann gut sein. Hat er Freude gleich. So, okay. Tja, passt der da durch? Du stehst schon drauf, okay. Dann versuch mal Holz, mach mal Holz weg. Mit dem. Der hat Ausdauer. Hat er, ja. Hab ich gemerkt. Kriegst du Stroh? Ich krieg Holz. Was macht er auf der rechten Maustaste? Äh, Kriegst du viel Holz? Also wenn ich mit rechts klicke, dann kriege ich Stroh, aber sehr, sehr wenig. Das ist Vergeudung. Da bin ich mit dem... ich krieg ordentlich Holz. Ist auf jeden Fall deutlich schneller als mit dem anderen. Lieber. Okay, und das ist Holz. Okay, na gut. Ich war mir nicht sicher. Ja, das ist so einmal zuhauen, knapp 80 bis 100 Holz. Okay, das ist Und dann ordentlich. fällt auch. Das ist ganz brauchbar. Ach so, ist der verringert auch? Wie meinst du verringert? Nee, dass er optimiert den, also das verleichtert. Nee, macht er nicht. Achso, du meinst das Ding, also das Gewicht Okay. reduziert. Okay, tragen kann er aber auch nicht so viel. Er hat das Ding gerade gestimmt, aber dafür ist die Traglast nicht so prall beim Terry, ja genau. Okay. Yep. Ja gut, jetzt wissen wir es, wir haben einen. Er gehört uns. Wenn wir irgendwann mal Lust haben, können wir uns ein Weibchen holen. Irgendwann mal, aber nicht so schnell. Ah, nee. Aber irgendwie. Aufpassen, Stallservice. Teddy farmt am besten. Ja, mal schauen, ob du drauf kommst. Also Teddy farmt was am besten. Aber es ist anscheinend nicht Holz. Das ist ja bei Bären und ähnlichem wieder gut. Farmt der am besten Teriyaki? Oder 200 CCM? Wahrscheinlich die Kartfahrer. Die sind beim wahrscheinlich Fokus 1. Kann gut sein. Man kann ja schon leveln. Okay, ich sehe gerade, da ist wirklich einiges an Holz. Ja, ich würde sagen, kriegt dann ein bisschen Ausdauer, ne? Oder Nahkampfschaden? Machen wir Nahkampfschaden. Ja, froh, dass er sich freut. Hast du das restliche Holz Ja, mitgenommen? ich hab's in die Werkbank reingetan. Machen wir einmal wieder Holz. Okay. Aber schau mal, der muss. Irgendwas muss er farmen können, wo richtig gut ist drin. Aber er rennt schon ganz cool. Aber geht das? Ah, es geht tatsächlich, okay. Hm? Ja, auf schon, aber zu krieg ich's nicht. Kann er Stein? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Nee, Stein kann er nicht. Kann er Büsche? Nö, Büsche macht er auch nicht. Jens mit seinem Stein immer. Ja, was anderes haben wir ja hier nicht, ne? Also wir haben jetzt ja hier Probier mal keine, Fleisch. Was meinst du? Fleisch oder Pölz. Wäre vielleicht nicht, aber Pölz haben wir hier nicht, aber Fleisch wäre vielleicht eine Option. Oder Fisch, vielleicht ja irgendwie.
Ich hab doch nicht Dödi für Stein. Wo ist das Problem? Nee, nee, es war nur eine Frage, wo das Problem haben wir keins. Wir haben ja kein Steinproblem aktuell. Das stimmt. Also aktuell wirklich nicht. Aber gut, wir leiten damit. Yay. Jens sein, weil Jens mit seinem Stein immer. Achso, natürlich das was er. Ja, weil Jens alles, was er irgendwie sucht, ist mit Stein. Also Holz rentiert sich ja wirklich ohne Ende. Also ich weiß nicht, ob es rohes Fleisch oder Leder, schaut jetzt auch nicht so vielversprechend aus, also er kann halt gut. Wo ist denn mein Vogel hingeflogen? Avocado steht vor der Da Base. Nee, nee. Ähm, Wie er sich freut, ne? Die ganze Zeit. Büsche kann er, nein, also er kann. Er muss. landet er auch noch? Das Gold, ne? Oder was meinst du? Nee, ich meinte meinen Vogel. Also den ich hier gerade benutze. Okay. Ich merke schon, ja gut, überladen ist er schnell, das stimmt, ja. Ich komme mal zurück, aber Holz geht super mit dem. Ja, aber das ist es ja scheinbar nicht. Ne, Holz ist es anscheinend, ja. Na, glaube ich ja. Ich dachte, das wäre Stroh. Ach. Ja gut, aber doch, ja gut, Stroh kann er farmen. Ja, ja, Rechtsklick, aber schau mal, wie wenig da rauskommt. Da kannst du mit der Spitzhacke losgehen. Er kann was farmen, hat aber kaum Traglast. Fasern? Ja, okay, Jens Fasern. Rechte Maustaste über den Rasen. Ach so, rechte Maustaste, oder? Ja gut. Ja, das ist wie Das hab Rasen. ich, Oh ja, Gott, das ist wie vergessen. Rasenmäher. Das schaut ja lustig aus. Ach so. Sind's Fasern? Ich glaube schon, oder? Also wir haben einen GPS bekommen Linke Maus, rechte Maus und C-Taste. Also C-Taste auch noch, okay. und einen Bauplan für einen Stego-Sattel. Okay, also Fasern haben wir jetzt ordentlich gekriegt tatsächlich, das stimmt, ja. Ich versuche mal die C-Taste noch. C-Taste, ja. Ach, mit der C-Taste sammelt der Bären, Jens. Okay, na Gott, das verstehe ich jetzt wieder nicht, warum er das nicht dann mit der linken Maustaste machen kann. Ach, und Fleisch. Hä? Wie will er denn Fleisch sammeln? Mit C. Ja, ja, von was denn, meine ich. Vom Dinosaurier. Ist das lustig. Okay. Ich krieg ein bisschen aus oder so. Er sammelt Fleisch vom Bärenstrauch, Jens. Suchen wir mal. Mhm. Ich merke schon, alles ganz logisch.
Okay, Fleisch hat das nicht gesammelt, aber Leder. Ich finde das so geil, wie der da rüber, wie so gebückt, so dieser Rasenmäher, ne? Okay, da was vertauscht, das hat quasi nicht gestimmt. Kein Problem. Edward testen nennen müssen, das stimmt wirklich. Edward oder, ja gut, aber Freddy Krüger passt schon auch. Aber Edward wird wirklich gut passen, aber ich sag, ich find's voll nice, das Viech. Also wenn wir uns noch einen holen, Jens oder Weibchen. Dann wirklich eventuell züchten können dann. Aber ich habe jetzt wirklich, also, ja gut, ich mein. Also Fasern kriegen wir wirklich ohne Ende mit dem Viech. Wirklich kein Thema. Das ist unser Faserbär, dann passt das auch. Dann brauchen wir noch einen Faserschrank. Edward? Edward mit den Scherenhänden? Kennst du nicht? Ich musste mal eine Liste mit Filmen zusammenstellen, Optimus, ha? Prädikat Erdbeermietz, besonders wertvoll. Also etwa mit den Scherenhänden, gut, ob der Film jetzt wirklich so toll ist, weiß ich jetzt nicht, aber man sollte ihn zumindest trotzdem irgendwie kennen. Also, es ist ein Tim Burton Film, ist schon mal sau cool. Aber, mei, ist immer so eine Sache, ob man einen Film kennt oder nicht. Ist ja schon, aber normalerweise bist du eigentlich alt genug, dass du ihn kennen müsstest, sag ich jetzt mal. Oder kennen könntest, sagen wir es so. Aber sagt er da nichts? Etwa mit den Scherenhänden? Wundert mich direkt. Voll nice, aber gut, wir haben einen Teddy. Freut mich. Der freut mich wirklich. Jetzt würde ich dann trotzdem ganz kurz einmal, ich ziehe mal die Pelzjacke an. Ich google gerade und essen und trinken und. Hetz mich nicht. Ich google gerade und esse und trinke und. Hetz mich nicht. Sind wir dabei, dann können wir uns umziehen. Jetzt muss ich lügen, war das jetzt sogar der Johnny Depp, der den gespielt hat? Ich bin gerade nicht mehr sicher. Kennst du? Der Edward mit den Scheren, ich bin mir jetzt gerade. Ich dachte. Du kennst du nicht, okay. Es sind eigentlich so Kultfilme, sage ich mal, so Klassiker, die man eigentlich, ich mag nicht sagen, kennen muss, aber es ist doch sehr bekannt, sagen wir es so. Ich fliege mal kurz zur Silizium-Geschichte, Jens. Siliziumperlen holen. Ich bin jetzt quasi gerade, aber ich bin gerade einbackelt, also mir wird nicht kalt.
Kuhvogel aus. Schau. Kann ich auch machen, ja klar. Gut, ich fliege in die Richtung. Ich will quasi in den Fluss zwischen den zwei Bergen, so ein 40er, 40-20 rum oder 40-30 irgendwie so. Schogal und wieder nur Rider, ja genau, stimmt. Johnny Depp. Wird schon wieder spät, oh mein Gott. Ja, es wird gleich dunkel. Johnny Depp, genau. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich finde, er hat gute Rollen. Definitiv, also richtig gute Rollen. Also vielleicht ein paar, die nicht so toll waren. Aber war dann vielleicht in seiner Alkoholikerphase, sag ich jetzt mal irgendwo, wo er vielleicht ein bisschen also hier sind einmal Mammut. Mammut geben halt Pelz ohne Ende, glaube ich. Die sind ohne Ende Mammut. Und Wildschweine oder was immer das ist. Oder ja, Hyänen. Hyazinthen. Ich glaube, das ist ja gerade falsch geflogen, ne? Muss mit der Axt farmen und Pelz ist nicht mit dem Viech. Pelz ist okay mit der Axt. Hier haben wir noch so Carnosaurier, Eutyrannos. Ich würde dann einmal zur alten Basen fliegen, kurz einmal, also jetzt nicht gleich, aber dann mal versuchen, ob der komische Harz. Jens, hast du die Plattform gelernt eigentlich, die große, die Baumplattform? Nein, habe ich nicht gelernt. Kannst du auch nicht lernen, oder? Schau mal, können wir mit die vielleicht zufällig, haben wir da einen Bauplan dafür? Weil ich hätte, weil so eine wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Bin gerade nicht in der Base. Fackel anmachen im Winterwindkristall, aber ich habe eine Pelzrüstung an. Da wollte ich hin, genau. Okay, schaden kann's ja nicht. Wo ich gerade hinfliege, Jens, schau mal kurz auf die im Stream. Warte, ich werde gerade angegriffen. Ah, nein! Oh Gott, schon das nächste Viech. Warte mal. Ich sehe nichts. Warte, ich pack mal kurz da oben drauf, da glaube ich, dürfen wir nichts fehlen. Warte mal, ich muss mich mal kurz etwas in Sicherheit bringen. Ich muss mal Avocado hin. So. Oder ich hab gedacht, der lässt sich jetzt umbringen. Ah, okay, ist aktuell gerade schlecht zum Siliziumperlen formen. Ich habe so Viecher rumgurken. Das sind Muscheln, ne? Ich sollte irgendwas anschauen, als du vorhin. Ah, hier, wo ich gerade bin auf der Map, dass du es auch weißt. Ich bin da oben im Eck. Hast du die gerade auf die Map? Ja, habe ich gerade offen. Welcher Ecke bist du? Oben links.
Also so links neben den Rand, ganz oben nördlich. Ach, da oben, okay. Das sind die Ölsteine und auch also das sind quasi die Ölsteine, die Dinger da, die schwarzen Teile, die da, die so leicht schmierig ausschauen. Also die sind hier überall. Und hier Wasser vor mir, das ist das Silizium. Das sind Muscheln, glaube ich, die man. Das Mhm. leuchtende Wasser, das rundlich ist, nein, kleine Perlen, das sind alles 18-jährige blonde Jungfern, die auf dich warten. Ach so, okay, das sind keine Perlen, alles klar. Also, es ist zu weit, glaube ich, um dich mitzunehmen. Aber es wäre eine Option, hierher zu fliegen. Reife XXX in deiner Nähe. Ja? Ich meine, ich könnte es versuchen. Niveau Tschüss, sagst du? Okay, eine habe ich. Und da war schon, oh mein Gott, war schon ein Wolf da. Haha. Ich habe gerade 19 Perlen aufgesammelt, ist schon ein Wolf bei mir gewesen. Bin gerade weggeflogen. Hier ist quasi schwierig, sage ich jetzt mal. Also, zwei, drei bräuchte ich noch. Wir könnten zwar, nein, den Sattel, glaube ich, könnte man noch nicht herstellen. Huh. Diese Sackwölfe haben meinen ersten Kanu auf dem Gewissen. Da bin ich mit 11 Kanus hin und habe sie zerlegt. Ja, mit der wäre jetzt aktuell allein. Ich weiß jetzt nicht, was der kann. Ich will das irgendwie nicht so wirklich rausfinden. Schau mal, ob es über nur Bereich. Das Zeug ist ja überall im Wasser, okay. Hinten im Eck ist also eine seichte Stelle, wo man quasi problemlos rein kann anscheinend. Aber im normalen Wasser ist das nicht. Das glaube ich wirklich nur hier im Kalten, oder? Hier sehe ich es auch nicht. Ha. Hier sind wieder das Dinos. Hell ist halt was anderes. Ich denke, Mammuts sind ein gutes Zeichen, weil wenn Mammuts da sind, dann dürfte eigentlich. Ich denke mal, dass die angegriffen werden von den anderen Viechern ziemlich schnell. Puh, ist ein GPS ein Werkzeug? Ja, schmeißen wir das Werkzeug rein. Ja, ich sehe schon, ist schon eins drin. Ne? Vom Wasser graust mir ohne Ende, muss ich ehrlich sagen.
Man riecht's. Ja, zu Recht, ja, ich glaub's, das ist. Na, Wasser ist nicht so mein. Weiß ich nicht. Mal schauen. Ich habe nur ein Level, also in der nächsten Level kann ich die Taucherausrüstung lernen, zumindest, wenn ich genug Punkte habe. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich denke, dass das die Taucherausrüstung ist, das nächste Level. Schaut zumindest später noch aus. Okay, ich komme wieder. Also ich bin am Heimweg. Dauert noch ein bisschen. Okay, okay. Zumindest weiß ich jetzt sicher, dass das die Lithiumperlen sind. Habe ich schon mal welche aufgesammelt? Vielleicht habe ich ja schon welche aufgesammelt einmal. Bin mir gar nicht mehr sicher jetzt. Ich dachte. Ja, am Anfang bin ich ziemlich viel im Wasser rumstravanzelt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber halt nur am Anfangsbereich im Süden unten, wo halt vielleicht der Megalodon das Schlimmste war, was drin war im Wasser. Und der Mantarochen vielleicht mal. Nachricht wurde hervorgehoben. Ich hab's da gesehen. Deine hervorgehobene Nachricht. Merkst du, da spielt sich jemand damit. Aber würdest du die Punkte da? Okay. Siehst zwar aktuell noch nicht, aber ich bin gleich bei der alten Base. Also Terry, ne? Oder Stego, der drum hat. Bei der Base? Nee, nee, beim, in der Nähe, ja. Aber Moment. Wo sind die jetzt so? Ach, der hinter dem Wald. Den keiner sieht. Weil es dunkel ist. Hm, ganz leicht. Minimal, ja. Ich habe eh schon 2 Fackeln an. Okay, sind wir heiß. Da müsste die Base jetzt nochmal sein, oder? Irgendwo. Da ist sie. Genau, perfekt. Jawohl. Mal den Sattel kurz entfernen, ausziehen. Ja gut, ja, gut, immerhin 19 Perlen. Immerhin. Vorteil ist, wenn man nicht anditscht wird, dann geht die Pelzrüstung auch nicht kaputt. Das ist schon mal gut. Jetzt würde ich halt gerne wissen, ob ich mal warten, bis Tag wird.
Ja, man sieht gerade nicht super viel. Nicht so wirklich, ne? Benzin haben wir ja keins, gell? Scheiße. Haben wir keins da lassen. Steine hätten wir hier noch ein bisschen was drin. Fast den ganzen Schrank. Ja, ich sammle gerade ein paar. Halben Schrank Holz und ein paar Fasern haben wir hier noch, genau. Hier waren die Mörser. Das Zeug ist aber auch leer. Wenn ich schon mal da bin, kann ich noch mal schauen. Hier ist die Karte. Da oben waren wir jetzt gerade. Also hier quasi mittig. Hier. Das Feuer können wir uns eigentlich anmachen. Also, das ist gar nicht so hell. Wie verwöhnt man ist, ne? Wenn man mal weiß, wie hell das Ding ist. Das ist eigentlich stockmal am Finster hier. Ja, es ist. Das ist das Hellste, was ging damals. Hm. Vielleicht so noch, ja gut. Oder. Gut, so. So ist was Hellste. Feuer. Also die Wandfackeln haben eh nie so viel Licht gebracht, also wenn dann eher Standfackeln. Das meiste hat gar nicht so viel Licht gebracht. Am meisten bringt das Feuer, was hier das Feuer anzündet. Reicht eigentlich eins. Na gut, ein Feuer gibt ganz okay Licht. Also wir haben 2 Läden und habe A angerufen. Und bei B bin ich auf der Matte gestanden. Ach, heute beim Dönermensch. Beim Dönermensch schöner Mist passiert. Achso, ja, an 2 Läden habe ich A angerufen, bei B bin ich auf der Matte gestanden. Ah, das ist ja blöd, okay. Und was hast du da gemacht? Umdreht oder trotzdem dort gekauft? Kennst du die vielleicht noch vom Dönerladen? Das war dann richtig dämlich. Das ist dann richtig, Also vielleicht bei beiden öfter bist. Gut, ich meine, müssen es auch verstehen. Aber 3,50 €, ne? Missverständnis geklärt, trotzdem gekauft, beim anderen nichts gesagt. Ja dann. Feuersteine. Scheiße, okay. Wenn. Hier ist einer Fackel, okay. Wenn ich schon komme, dann nehme ich zumindest ein bisschen Stein mit, oder? Oh, ja, von mir aus gerne. Also es ist nicht viel, aber ich kann nicht allzu viel tragen, weil er die Gewichte noch nicht so hat, aber ich kann mal, mein Gott, so 400 Stück kann ich mal mitnehmen. Mhm. Ja, wir könnten ja wieder ein bisschen mehr auf Steinwand umsteigen. Na gut, ja, mehr lasse ich mal. Ist jetzt hell, jetzt schaue ich dann gleich mal darüber. In den Wald. Ja, deswegen wäre mir die Baumplattform ganz recht, weil ich glaube, da könnte man dann wirklich dann gefahrlos quasi so Harzzeug sammeln. Wenn man die Ach, dann lass mich mal schauen, wie teuer die ist. Also ich weiß nicht, für was wir es brauchen, das Baumharz aktuell. Aber wir hätten es dann. Also, Baumplattform aus Metall. Uiuiui, die willst du glaube ich eh nicht bauen. Oh, und die wäre teuer. Aber die Baumplattform aus Holz. Oh ja gut, die könnte ich lernen. Gefahrloser.
ist ja eigentlich wurscht, ob das Ding aus Holz oder Metall ist. Wäre mir aktuell scheißegal. Jo. Wir brauchen dann 200 Metallbahnen für die Ja, okay, also hier, Plattform aus Holz. okay, hier kann man, also bei den großen Bäumen kann man es festmachen. Hast du 200 Metallbahnen? Dabei, nein, hier nicht. Nein, in der Werkbank. Warte mal. Bei dir, ja, die müssen schon drin sein. Ja, sind drin. 200 Metallbahnen für ein Holz. Ja, und ich brauche auch 1600 Holz. Ja, hilft nix. Und ich brauche noch einiges anderes. Das heißt, was ist? Definiere einiges anderes. Warte, ich muss noch mal reingehen. Wo war denn das? Ich kann eigentlich selber schauen. Was? Nice. Nico the Gaming. Hi. Was hier so geht? Aktuell geht ziemlich viel Arc. Normal geht hier ziemlich viel anderes Zeug. Minecraft, viel Horrorspiele tatsächlich auch. Oder auch Mario Kart zum Beispiel. Aber aktuell tatsächlich in letzter Zeit, also die letzten 14 Tage, 3 Wochen, sehr arc-lastig. Weil ich voll gesuchtet habe. Worunter findet man Danke denn dir. in der Werkbank? Mitspieler tatsächlich nicht. Ich habe tatsächlich, ich spiele mit einem Kumpel von mir aktuell. Bin aber, ich hätte da schon mehrere auf der Warteliste, sage ich jetzt mal so. Die ich auch gut kenne. Aber wie gesagt, also hier am Server aktuell tatsächlich nicht. Jetzt zugeschaut. Finde ich auch schön. Wir sind aktuell tatsächlich, wenn du Ark kennst, dann siehst du eigentlich ziemlich schnell, wie weit wir sind, würde ich sagen. Wir rennen zwar immer noch mit Lederrüstung ran, wir haben die anderen Rüstungen schon. Ich bin aktuell Level 80, glaube ich, Jens Level 72, irgendwie sowas. Wir haben heute unseren ersten U-Tyrannos gekriegt. Noch nicht so weiter, cool. Und unseren ersten Teddy gekriegt. Also, sag's ruhig, ich will nicht allzu sehr spoilern. Oder wenn es dir egal ist, auch kein Problem. Haben wir 600 Zement? Ja, leicht. Im Schrank oben. Weil die braucht man nämlich auch noch, neben den 1600 Holz und den 200 Metallbahnen. Ein Gigantosaurus haben wir zum Beispiel noch gar keinen. Wir haben 2 T-Rex. Das ist das einzige. Aber der Terry, also der Terry Zyno irgendwas Saurus, der mit den langen Krallen, der war nervig. Der hat da wirklich ewig gedauert. Das war unser Nemesis, sag ich jetzt mal. Ich glaube, wir haben. Giga ist der wo größer ist wie der T-Rex, oder? Also ein bisschen größerer T-Rex, sag ich jetzt mal. Ich habe einen richtigen Saurier im Kopf. Den habe ich immer mit dem Quetzal abgegriffen und in die Falle geworfen. Okay, Plattform liegt im Inventar, wiegt nur 90 Kilo. Giga ist der immer so ausrastet, okay. Ich weiß nicht, ich habe den, glaube ich. Also gesehen habe ich ihn schon mal, ich weiß, wen ihr meint, aber der war noch nicht oft da, das stimmt schon, ja. Willst du da drauf irgendwas bauen? Weiß ich nicht. Ja, gut, du kannst ja erstmal platzieren. Also man kann dann danach drauf bauen. Okay. Schön, dass du da warst. Danke dir. Bis bald. Ciao. Habt ihr was? 2 Köpfe? Inventar, wo im Inventar? Werkbank. Also der Werkbank drin, okay. Gott, ich bin zu schwer. Größer als T-Rex, okay, dann weiß ich ihn schon. Den haben wir schon 2-3 Mal gesehen, glaube ich tatsächlich. Aber noch
nicht aktiv, glaube ich, irgendwie Richtung hin. Ich bin schon froh, dass wir den U-Tyrannos jetzt haben, weißt. Ich glaube schon. Ich bin sogar ziemlich sicher, wo es die gibt. Ich glaube sogar am Berg. Titano. Saurus, Moment mal. Titano ist doch der Langhals-Saurier. Der Haben wir da nicht große. schon einige von gesehen? Ja, immer wieder mal. Äh, Gigantosaurus. Nee, Gigantosaurus. Doch. Der war das schon. Mit zwei Köpfen. Mit zwei Köpfen weiß es nur so zwei Köpfe. Moment mal. Also rein zufällig immer mit dabei, die bauen, ja. Aber, nee, was ist da mein gehabt? Vor einer Minute darüber geredet. Ja, hä? Was? Ja? Also Gigantosaurus haben wir schon gesehen. Also bin ich mir sicher, ja. Tatsächlich. Naja. Oh, bin überlastet. Überladen meine ich. Was dann wäre genau dann, oh wei, nicht, weil nicht da, wenn der bei dir im Stream auftaucht ist. Er meint es, ach so. Also zwei Köpfe größer. Ach so. Ich hab gedacht, ich war jetzt auf zwei Köpfe. Drum haben wir auch gehabt, hä? Also das habe ich jetzt nicht gehabt. Oh, okay. Aber ich glaube, Maiti, du hast sogar, also irgendwer hat damals sogar geschrieben gehabt, weil wir waren am Berg dran. Dann habe ich gesagt gehabt, oh, ein T-Rex. Dann hat irgendwer von euch geschrieben gehabt, nee, das ist ein Giganto. Der ist größer. Dann dachte ich mir, ich dachte, das war sogar Mighty. Aber ich schau mal kurz hin, wo ich meine, wo die waren, die Dinger. Ich glaube, ich weiß eigentlich nur, wo ich den geglaubt habe, gesehen zu haben. Weil die tauchen natürlich auch wieder willkürlich auf der Map auf, ist klar. Das sollte rein, wenn das Siliziumperlen, ich glaube zu wenig, gell? Immer noch für einen U-Tyrannosaurus, aber gute brauchen wir jetzt nicht unbedingt gleich auf Anhieb. Kriegen wir immer noch 190, ich glaube 125 brauchen wir. Ah. Jardin. Le Jardin. So. Reparieren. Ich überhaupt nicht, war schon etwa 90% immer anwesend bei den Augen. Ja, ich glaube auch. Ich sage, ich bin mir ziemlich sicher. Aber natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig. Nur also, wenn du mich jetzt das fragst. Also ich dachte, die waren, wie ich hier zu dem Berg, zu den mittleren Bergen immer geflogen bin, müssen wir jetzt eh hin in die Richtung. Den Weg haben wir da öfter gehabt. Da glaube ich, sind die immer, da ist mal einer am Berg rumgerannt, glaube ich. Was? Ach nee, Schmarrn. Da hinten in der Insel, da glaube ich was. Also am Berg, glaube ich, haben wir auch schon mal einen gesehen. Am Berg haben wir, glaube ich, habe ich mal einen gesehen, glaube ich. Aber es kann vielleicht war das Offstream, wie ich gesammelt habe. Ich bin da mal eine ganze Zeit lang ziemlich oft in der Base hin und her geflogen und habe das Zeug transportiert, da war ich nicht online. Aber ich glaube, hier auf der Insel, glaube ich. Die Insel ist irgendwo connected, dachte ich mir, oder?
Da ist irgendwo so ein komisches Ding im Wasser, so ein komisches, ja, so Artefakt, also so Explorer noch im Wasser, die quasi irgendwie Wassersäulen im Wasser sind. Ich zeig's euch gleich, was ich meine. Und hier waren ziemlich viele so Viecher. Hier waren ja ewig viel T-Rex drauf. Ich denke, die können überall spawnen, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich hätte es fast beschwören können, aber jetzt bringst du direkt raus. Auf der Insel Giga, ja, ich dachte. Passt der auch in die Kryokammer? Das ist ein In die Kano. Kryokapsel? Ja, die passen alle drin. Das ist ein Kano, ist klar. Wir waren, das sind auch Kanos. Skorpione sind hier einige, Panther sind einige. Meine ich jetzt die Insel? Mal schauen, ich schau mal herum. Da sind die Dinger, die ich meine. Hier dachte ich mal einer rumgerannt. Das Gebäude meinte ich. Die Note konnte ich damals nicht holen, weil ich mich nicht runtertraut habe, das weiß ich noch. Aber vielleicht. Giga musste ein bisschen anschieben, wenn er in der Kapsel eingesperrt wird. Wie so eine dicke Frau, wenn sie ins Auto rennen will. Kennt ihr ins? Giga passt normal nicht rein, da muss man so ein bisschen nachdrücken, ein bisschen ranschieben. Wie so eine dicke Frau, weil sie ins Auto rennen will, hat er gemeint gehabt. Hm. Ist es ein Höhleneingang da? Oh, ich habe eine zweite Höhle gefunden, Jens. Wir haben die erste noch nicht mal. Auf der Insel ist auch eine Höhle. Anscheinend. Aber jetzt aktuell schaut es mehr so nach Carnisaurus-Paradies aus hier. Also T-Rex waren hier auf jeden Fall. Safe. Auf der Insel. Hundertprozentig. Aber, ja gut, kann ich. Ich dachte, da war ein größerer dabei. Das ist ja aber Giga dabei. Ja gut, ich sage, ich könnte es nicht beschwören. Jetzt haben wir schon 3 Biber-Dämme. Mann, Mann, Mann. Zu dem Berg da, kann er machen, ja. Zu dem da, wo ich gerade hinfliege. Interesse halber. Er meinte irgendwo Interesse halber hin will. Nee, okay, alles klar. Nein, ich weiß, du veräppelst mich da gerne, wenn es um so Sachen geht, aber ich weiß auch, wenn du das schreibst, dass das okay ist. Also da. So gut kennen wir uns schon, das passt schon. Bin unterwegs. Aber also, ich weiß, vielleicht war es auch der Berg. Also in irgendeinem Berg dachte ich, wär hier mal also irgendwie so schräg einer dran hängt, der irgendwas gejagt hat. Hat irgendwer gesagt, weil ich auch gesagt habe, das ist ein T-Rex. Und irgendwer hat mir gesagt, das Ding, das ist ein Gigantosaurus. Soll ich hochfliegen? Also auf den Berg? Ah, da steht doch einer, oder? Genau, so ein Viech, oder? Dachte ich.
der kann noch nicht. Obwohl, aber nee. Na. Nee. Nee, der war kleiner. Nee, den glaube ich, hab ich wirklich noch nicht gesehen. Der kommt mir jetzt schon arg groß vor. ...24. Also ich weiß, ich habe so ein Viech mal irgendwo da dran hängen sehen, aber dann habe ich es wahrscheinlich verwechselt. Dann war es vielleicht doch ein T-Rex. Ist das jetzt ein größerer T-Rex? Das ist ein Riesenviech, hast du das Teil gesehen? Ja, na gut, bei dir im Stream kann ich jetzt schwer die Größe einschätzen, aber ja, sieht groß aus. Achso, das Fernrohr lügt auch. Das ist also kein Gigantosaurus, das ist ein Ding, Kano. Gut, aber wenn man den im Fliegen mitnehmen kann, dann kriegt man den auch hin. Ja, hinkriegen tun wir den bestimmt. Ich meine, wir müssen halt hier erstmal hochfliegen. Also Ja, das was ich meinte definitiv war der Berg quasi über unserer Base. Wo die Base markiert ist, der Berg direkt drüber. Den meinte ich. Da hätte ich gedacht, mal einen gesehen zu haben. Aber der kommt mir jetzt aktuell gerade schon extrem groß vor, muss ich ehrlich sagen. Und was jetzt gerade am meisten irritiert, sind die Arme tatsächlich. Ich glaube, die waren kürzer. Also war es wahrscheinlich dann doch ein T-Rex. Was ist der grantige T-Rex? Optimus, du hast mir am Anfang immer gesagt, wenn ich irgendwo quasi hier zwischengelandet bin, ich mache das absichtlich hier. Bei dem Berg da hinten, wo wir immer zur Base geflogen sind, hast du gesagt, ja, wie ich dann irgendwie Metall gefarmt habe, weil ich nicht zum Vulkan fliegen wollte. Weißt du das noch? Quasi der Berg. Weiß er noch, okay. Du hast immer gesagt, warte mal ab. Irgendwas ist da quasi, so nach dem Motto. Hattest du den gemeint? Jo. Aber auf dem Berg war ich halt nie. Ich war immer auf dem Berg dazwischen, da links quasi immer hin. Also der quasi schräg unter der Base. Quasi die Formation da irgendwie direkt drüber. Ist da auch einer? Alles klar, weiß ich das auch. Es war jetzt so kurz zusammenreimen. Aber zumindest haben wir eine zweite Höhle gefunden, Jens, ja. mhm. Waren dann keiner drin, aber wir haben eine zweite gefunden. Wo immer noch ein Spawn ist, weiß ich nicht. Früher ja, okay, früher war da einer. Und wir haben eine Position von einem Kanosaurier. Gigantosaurier. Right. Das Redwood-Biom, ne? Also irgendwie. Es soll extrem gefährlich sein. Bis jetzt haben wir noch nichts gefunden, was da extrem gefährlich wäre. Außer ein paar Miezen. Schaut schon cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Welche Richtung geht's denn da? Also rein grafisch ist schon gut gemacht, das Spiel. Hat seine Fehler, ja. Es hat seine kotznervigen Fehler, teilweise. Es hat ein scheiß Bausystem, ja. Aber es ist schon Ganz gut viele gemacht. Grafikpads. Es ist trotzdem gut gemacht. Jetzt habe ich mir schon gedacht, du hast was zum Aussetzen und scheißt mir für Falschinfo zusammen. Achso, nein, Gottes Willen. Ich scheiß keinen zusammen. Nee. Das war nur quasi.
Ich wusste es halt noch und habe es immer noch im Hinterkopf gehabt und dachte, wenn es mal irgendwann passt, dann frage ich nochmal. Und jetzt hat es gerade passt. Du hast hingeschissen, du nimmst es aber mit. Was war das? Raptor? Jo. Wie runtergefetzt ist. Jetzt, ich bin gespannt. Im Fliegen Plattform platzieren. Willst du nicht erstmal landen? Nee. Du meinst, es wird überbewertet. Ja. Man kann ja verschiedene Positionen setzen. Wir können uns natürlich einen Baum suchen, der näher dran wäre bei uns. Weil es ist wurscht. Nehmen wir mal den da. Fertig. Ich bleibe jetzt extra in der Luft, weil mich die Paranoid gemacht haben am Ende. Okay, also ich sammle das quasi da drin. Also die Plattform ist am Berg, am Baum dran. Jens, wir haben quasi das gegenüber von unserer Base ist direkt eine Plattform dran. Da habe ich den Harz mal Okay. platziert. Mhm. Ich weiß Also so nicht. klein ist die gar nicht. Genau. Also man kann die, glaube ich, auch noch eins erweitern nach außen. Okay, weiß ich nicht. Aber so ist sie mal da und wir haben jetzt mal eine Möglichkeit, dass wir Harz kriegen. Ich weiß nicht, wie schnell das spawnt, aber es ist mal dran. Jetzt will ich in dem Biom ein bisschen rumfliegen da. Wenn ich weiß, das war glaube ich der Bereich, wo damals der Flux, das komische Viech, der komische, ja, das Teil einfach gespawnt ist in der Luft. Da habe ich runtergezogen. Also gut, das ist das Biom gar nicht, glaube ich, oder? Cheater Handy muss kurz her. Schade, komme ich nicht hin. Das Pizzarestel einpacken und morgen in der Früh essen, wenn ich pennen gehe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt Leute, die mögen das gar nicht und die backen das ja gar nicht. Ich liebe kalte Pizza. Also meistens bleibt halt keine übrig. Das Problem ist, halt, man backt die wirklich selber oder macht die wirklich selber. Aber ganz, dass man zwei Bleche macht, so nach dem Motto. Aber oder ein ganzes Blech für sich macht, dann bleibt natürlich dementsprechend viel übrig. Aber kalte Pizza ist voll geil. Kühlschrank kalt, perfekt. Ja, finde ich ja, aber voll in Ecke. Also weil das von dir eh sportlich war. Was ist dir cool dann? Ein Dürüm und eine Pizza? Da wäre definitiv auch was übrig geblieben, ja. Wobei bei Netzwerk bin ich wieder eigen. Dürüm und Döner muss bei mir immer, darf überhaupt keine Soße drauf. Ich mag zwar das Tzatziki zwar an sich schon, aber ich mag es nicht, wenn das Fleisch dann so kalt wird und das irgendwie so, keine Ahnung, das einfach so saftelt. Das ist unwahrscheinlich die Cola. Ja gut, ich trinke selber Cola Light sehr gern. Aber ich trinke es halt, weil es mir schmeckt. Mir ist das normale Cola einfach zu süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem her. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich meistens so, ja. Ich hätte gern auch Big Mac und eine Cola Light. Auch eine große Pommes noch dazu, so nach dem Motto.
sportlich, was ich jetzt vorhab, glaube ich. Seitdem ich gesehen habe, was in den Getränken so drin ist, verzichte ich auf diese und trinke seither mehr Wasser. Ja gut, ich muss sagen, ich habe mal... Ja, gut. Ich mag's, ich mag's Cola Light halt wirklich gern. Muss ich ehrlich sagen. Ist einfach so. Ich mag andere Sachen auch. Und Alternative dazu ist wirklich das Wasser tatsächlich. Ja, ich bin zum Beispiel gar kein Kaffeetrinker. Ich habe eine Zeit drin gehabt, das ist jetzt auch schon fast 15 Jahre her, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich mal extrem, also da habe ich Kaffee getrunken. Richtig geschmeckt. Kann jetzt wirklich nicht sagen, dass man hat. Das Ding ist chill. Aber ich habe noch getrunken, war tatsächlich auch damals viel Cappuccino. War von der Arbeit aus, aber ich bin immer in der Früh an der Tankstelle vorbeigefahren. Da war quasi von der Tankstelle den guten Pappbecher Cappuccino mitgenommen. Der so kreislich war, dass alles spät war. Zeit lang haben wir auch so die komischste so, ja, so irgendwie so Senseo-Zeug einmal gehabt, so Kaffeemaschinenrichtung. Aber weiß ich nicht, ich bin kein Kaffeetrinker. Ich mag Tee sau gern. Bin aber immer zu faul, mir nicht zu machen. Fange ich das Tee saufen mal an, dann ist es vorbei. Dann geht's dahin. Die ganze Zeit. Ich mag auch ziemlich alle Tee. Also ich tue zum Beispiel beim Tee auch kein Zucker rein. Zum Beispiel mag ich auch nur ohne. Tee zuckern ist gar nicht meins. Und Kaffee eigentlich auch nicht tatsächlich. Also entweder wirklich sowas wie Latte oder Cappuccino, so richtig extrem, oder dann gar nichts. Aber ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker, tatsächlich nicht. Aber ich weiß, dass die Kaffeesucht ist weit verbreitet. Jetzt haben wir schon gedacht, ich bin der Einzige, der Honig in Tee mag. Meine Frau und meine Töchter, da mocken mich immer. Ich tue tatsächlich gar nichts im Tee rein. Wirklich, der ist blank bei mir. Ich mag einen richtig bitteren Grüntee, sage ich jetzt mal. Mag ich auch sau gern. Aber Honig ist auch cool. Also ich mag Honig im Tee, das schon. Also wenn man jetzt quasi irgendwas reintun würde, dann wahrscheinlich auch Honig, ja. Muss ich ehrlich sagen. Honig ist okay. War bloß kein Zucker da drin. Nee, der einzige ist nicht. Ich sage, ich mag das schon. Aber ich tue halt im Tee normalerweise gar nichts rein. Drum. Aber wenn, dann wäre es Honig. Jens? Was denn? Hast du auch Zucker? Nee. Ihr habt über Tee geredet, unter Ja, anderem. tust du im Tee was rein? Nö, ich trinke den mal pur. Okay. Und Also, wenn du was rein tust, dann außer ich wäre in Großbritannien, da würde ich ihn tatsächlich mit, was ist da drin? Milch. Milch und Zucker, glaube ich, sogar beides. Also, boah. Aber ich bin auch wirklich kein so Earl Grey-Fan, was du ja dann dort eher kriegst. Earl Grey, geht schon. Aber Japan, Grüntee, saugeil halt einfach. Aber, also Honig würde auch noch gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Honig im Tee ist okay. Ich finde es so schade, in Japan zum Beispiel ist das so, die haben ja die PET-Flaschen mit Grüntee ohne Ende. Ohne Ende. Absolut. Ich kenne das auch. Also es kommt auf die Teesorten drauf an. Es kommt auch wirklich auf den Tee drauf an. Nicht als ob es Earl Grey, sondern welche Earl Grey, dann wiederum sage ich jetzt mal. Es gibt schon Sorten, die man trinken kann mit Tee, mit Milch. Gibt es. Wobei es eigentlich mehr
Besser finde ich es sogar, wenn man die Milch mit dem Tee macht. Tatsächlich. Ohne Wasser, so nach dem Motto. So ein Milchtee, das ist dann auch nicht schlecht. Ja, das ist die Frage. Magst du passiv? Schaut nicht so aus. Was hast du mitgebracht? Ein Hirschen. Oh Gott, das kann drin bleiben. Von mir aus kann das von alleine verschwinden. Was? Das blaue Licht. Achso. Oh. Da hat das nicht so viel ausgehalten. Lebt er noch oder ist er tot? Nee, der lebt schon noch. Das Fleisch wird er nicht fressen, denke ich mal. Also hole ich gleich Beeren. Guck, hat er gemacht. Machen wir die da. Jo. Und wir haben einen weiblichen Hirsch, haben wir schon, oder weibliche Hirschkuh haben wir quasi. Aber der heranwachsende Zugvogel. Aber die Größe hat er jetzt schon wie ein normaler Argentavis. Hat die Farbe vom Avocado irgendwie. Sind es die Eltern? Ja, Avocado ist der Vater, ja genau. Oder die Mutter, je nachdem, weiß ich gar nicht, was das war. Das hätte ich gerade, kriegt der einmal Ausdauer. Noch wieder. Haben wir eventuell Eier rumliegen? Eieiei. Was machst du mit? Keine Ahnung davon. Als ähm, Belästigst du die? Speicher benutzen für die will mal ein bisschen belastet werden. Ja, das kann dir gehören. Ihr zwei. Muss ich bloß schneller zähmen lassen. Haben wir das Weibchen als Motivation hingestellt. Geht es dann schneller? Megalodon, okay. Megaloceros habe ich aktuell anscheinend gar keinen. Aber brauchen wir jetzt aktuell nicht unbedingt. Haben wir da noch welche drin? Ich weiß gar nicht. Da war Parasaurus. Ich weiß, ob es schneller geht. Motivation ist vielleicht stärker. Okay, sie hatten, ja gut, Motivation ist weg. Sie hat gerade einen Haufen geschissen, das ungefähr so groß war wie sie selber, also. Entweder ist jetzt massiv beeindruckt oder geht oder. Geil, war fast beeindruckt. Wie geht's denn euch eigentlich? Muss man mal streicheln oder wie schaut's denn aus? Ja, geil, frisch Kampel, das geht ganz was anderes.
Regnet, nice. Ja, also der geht wenigstens relativ schnell. Brauchen wir gar nicht so viel. Kriegst du die? Na? Okay, da haben wir gar nicht mehr so viel dabei tatsächlich. Tatsächlich. Soll ich auch als Motivation vorbeikommen mit dem Kanu? So nach dem Motto, dass er gefressen wird. Genau, oder er lässt sich zähmen. Der hat die Dinger, glaube ich, schon gesehen, den Terry und das Zeug. Also, er hat eigentlich schon gesagt, dass er mag. Ich soll es bloß nicht laut sagen, hat er gesagt. Weil sich schämt. Ich mache jetzt mal oben nochmal eine Düngerkiste ins. Dann den Dünger herunten. Weil das langsam das Stück mit dem Dünger. Ja, der Schrank ist fortlaufend voll, du verbrauchst zu wenig. Es ist eh schon überall 2 drin. Das ist das Problem. Wir haben zu wenig Beete anscheinend. Das ist der zweite Schrank, das ist schon angefangen. Du hast übrigens deine 100 Betäubungspfeile reingelegt und die Waffe schon wieder. Was mich nervt. Ich weiß. Ja, ich bin überladen. Ich musste irgendwie ein bisschen gewichtlos werden, temporär. Ich tu mal da in die Kisten Dünger rein. Da passt eh nicht so viel rein. Aktuell haben wir eh keine andere Verwendung dafür. Dann sind mal die Kisten neben den Schränken sind jetzt ja Düngerschränke. Dann räume ich den Schrank unten mal komplett aus. Wie viel bringen wir da rein? So, 4 15. Und 8. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und das 223. Haben wir jetzt verzählt, wahrscheinlich am einen, oder? Nö, müsste eigentlich passen. Nö, passt genau, okay. Also die 3 Kisten quasi unter der Treppe sind jetzt voll mit Dünger. Dafür haben wir unten wieder Platz. Okay. So, was ist... Achso, oi, der hat aber ein großes Geweih. Ja, schon geil. Ist das dasselbe Selbe Tier. Megalozia? Achso, okay, die Weib... Okay. Also Genau, die das Weibchen hat kein Geweih, das Männchen hat ein Geweih. Mhm. Habe ich gar nicht gelernt, wir haben den anderweitig gekriegt, den Megaloceros Sattel. Wir haben nur einen. Dann kriegt das Männchen, also mit Männchen glaube ich ja, kann man irgendwas könnte- farmen. Irgendwas kommt man mit Männchen glaube ich farmen. Ne, tun doch einfach dann umändern. Ja, nein, das kriegt er. Ganz einfach. Brauchen wir wirklich Ställe für unsere Viecher. Reicht doch wahrscheinlich her, oder? Gut, Skorpione können wir uns noch ein paar holen. Ich weiß, wollen wir den Gigantosaurus mal einfach Gouda halt probieren jetzt? Lässt er sich mit Fleisch zähmen? Wissen wir nicht, ne? Bestimmt. Der Giganto bestimmt.
Mal gerne versuchen. Ich befürchte nur, das wird länger dauern als der Terry. Befürchte ich auch. Ja, dann ist es aber für heute auf jeden Fall zu spät. Wir können ihn einfach dann liegen lassen. Ja, dann macht er aber wieder auf, ne? Ja, vielleicht erinnert er sich das nächste Mal an uns und frisst uns gleich, wenn er uns sieht. Hm. Das ist kein Fleisch, da brauchst du einen Honig von der Riesenbiene. Du hast du in deiner Tee rein, haben wir gedacht, oder? Was ist das Viech da drauf sitzen hat? Wie lange macht man eigentlich heute überhaupt noch? Honig gibt's denn auch, aber ja, wie lange wir heute noch machen? Weiß ich nicht. Halbe Stunde noch, vielleicht, so grob. Oh, okay. Wir können aber, wenn du magst, dann versuchen wir halt den Honig einmal. Wenn der Megaloceros hat's ja jetzt gleich. Danke. Ich hätte jetzt eine Frage. Gibt's einen Dinosaurier in Ark? Oder irgendein Tier in Ark, das man wirklich quasi halten kann, wirklich wie ein Schaf, wo ich Wolle abstellen kann? Ist sowas existent? Jupp, gibt es. Okay. Die Info soll mal erreichen tatsächlich. Ist eigentlich Absicht, dass die Avocado die ganze Zeit unten steht? Die. Was? Die Avocado steht unten? Oh. Also unten aber unten im unteren Bereich, sag ich jetzt mal. Das ist kein Ei. Also, ja oder nein? Ist es ab? Ah doch, das war ein Ei. Ja, ist gut. Ich kann sie ja gleich hochschaffen. Ne, ich war nur Frage. Mich stört es nicht, es war nur, ob das Absicht war. Avocado steht. Uhu steht unten Aber in Avocado. Nee, Avocado steht oben auf dem Dach. Ach Schmarrn, das ist Krampf. Ja, vergiss. War ja der Zugvogel, mein Gott, der. Ja oder nein? Dann nein. Ja, der Agentavis braucht schon ein gutes Stück länger, bis der durch ist. Mhm. In 3,5 Stunden will ich nur ruhen. Können wir jetzt auch machen, komm her. So, was mache ich denn noch? Wir können uns um die Bienenkönige noch kümmern. Also, Interesse halber.
der Hoffnung, dass noch nicht wieder irgendwas dort gespawnt ist. In der Hoffnung, dass wir nicht einen elendigen Tod sterben. Weil irgendwas passiert, was wir nicht wissen. Mhm. In der Hoffnung doch. Ja. Was die stirbt zuletzt. Hm. Ich würde Ich ja hab gedacht, die müsste man zähmen. die Hoffnung. So, ein Manta-Sattel gab's. Okay. Hammer, glaube ich, tatsächlich. Weiß ich gar nicht. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher, bin mir ob nicht- ich also- schon mal einen hatte. Ja, ich kann sein. Ich habe mal einen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen hergestellt habe oder ob ich einen herstellen wollte, weil für den Megalodon habe ich einen gemacht. Für den Hai. Den haben wir damals verloren, das weiß ich noch, und dann habe ich nochmal einen gebaut. Weil ich mir wieder nochmal einen Hai zähmen wollte, aber das habe ich dann irgendwie nie gemacht, weil. Was? Phylaktischer Schock zum Beispiel. Nein. Passt ja gar kein Sattel mehr rein. Dann tu nur rechts daneben rein. Na komm. Oh. Hast du nicht rausgekriegt oder? Ich hab's gar nicht versucht. So, Folge Erdbeermeats. Was war das? Der Jens so gegrunzt. Oh Jens, da kannst du reinfahren. Würde man ja auch erwarten. Aber der wird wahrscheinlich nicht viel tragen können, ne? Der ist für Stroh, glaube ich. Nee, das war ein Witz mit Ding mit. Der kriegt Stroh, ja. Also zwar jetzt nicht so wow. Aber der macht zumindest, wenn man dagegen hat, macht der Stroh. Mir jetzt mein Gesicht sehen sollen, ich habe das Fragezeichen selber gespielt. Da freut er sich. So. Toll. Also ich habe jetzt, ja gut, es sind, ja gut, wir haben jetzt 109 Holz gekriegt und 700 Stroh.
Oh, schön, dann regnet es nicht an. Es regnet, dann hast du einen trockenen Kopf. Wenn man halt irgendwo Stroh reinbringen wird. Da geht noch gut. So, was macht das? Können wir einmal kurz mal schauen, ob wieder irgendwie so ein Generator geht. Der schon Benzin braucht oder wahrscheinlich nicht, aber. Nö, dem geht's gut. Grill ist auch nichts, ist ab ein Benzin drin, tun wir uns mal noch. Einmal 4. Bisschen was drin. Wie spät haben wir es? Wir haben es 1:08 Uhr. Okay. Jo, ziemlich spät. Ach so, du meinst. Ja. Ja, ich würde bloß. Wir können gerne mal zu der Wiener Königin noch hinschauen. Jetzt muss aber jetzt hier noch ein Männchen, das passt. Ich hätte immer noch gerne ein zweites Pferd. Parasaurier, wenn wir wollen, den kriegen wir, das war kein Problem, da rennt hier die ganze Zeit rum. Stego, na gut, brauchen wir nicht wirklich zwingend, sag ich jetzt mal, aber braucht ein Männchen. Die Dilophosaurus brauchen auch ein Männchen. Wenn du mal einen männlichen Dilophosaurus siehst, die jetzt eine kleine, weißt du, das Gift spuckt, dann, ja, dann tamer. Weil der kostet keine Zeit. Und dann haben wir einen. Mal drin, der Geist ist aus dem Druck, ja. So. Ich hab Mario Kart geübt habe, nee, warum? Ich hab dann die Zeit zum Spielen. Können wir es am Wochenende mal aus. Also bei mir ist es aktuell natürlich immer schwierig. Aber wir könnten uns einen Tag ausmachen. Wirklich mal für Tabletop zum Beispiel. Also an Optimus gerichtet mal ganz kurz. Wir haben vor, dass wir quasi demnächst auch. Ich spiele nicht nur ARK. Habe ich ja schon mal gesagt. Also das ist jetzt aktuell bloß. Es wird Existenz bleiben, habe ich ja gesagt, definitiv. Mir das gefällt so viel zu gut. Aber es wird dann definitiv auch wieder Minecraft kommen. Es wird definitiv auch Mario Kart ganz klar weiterlaufen. Und ich werde jetzt demnächst wollen wir mal Tabletop machen. Tabletop Simulator, also quasi Brettspiel Simulator. Und mal schauen. Also ich bin im Brettspiel halt echt kacke. Muss man, also ohne Ende. Schlecht. Das Schlimme ist, Jens ist eigentlich relativ gut drin. Hey. Ich muss die Erwartungshaltung heben. Relativ gut drin, dass ich Vorletzter werde dann. Relativ uncool die Bemerkung, Optimus. So, jetzt stehst du unter Druck, Jens. Ja, Jens, genau. Jetzt bist du Zugzwang. Ah, weiß nicht, also ich würde da gern mal. Tobi hat. Ende für. Was? Ich würde schon gerne zu der Bienenkönigin noch mal kurz hinschauen, so ist das nicht? Oh, können wir auch nächste Mal machen. Wir haben es jetzt 11:30. Vergessen wir es die ganze Zeit. Ja gut, okay, wenn du aufhören magst. Und wenn man aufhört, ist auch nicht so schlimm. Ich habe nur 3 Kakao. Magst du einen? Ah, nee. Sicher? Ist der frisch?
Oh. Tobi hat nächste Woche normal eh wieder Tagschicht. Achso, okay. Gut, wir können es auf nächste Woche verschieben. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Also habe ich jetzt. Also, gut, wir haben jetzt einen Haufen Dinos mehr, muss man dazu sagen. Also vorher haben die nicht so viel geschissen. Aber mehr Dinos, mehr Dino-Scheiße. Ich glaube einmal noch zumachen, weißt du? So bis hierhin. Aber gut. Na gut, aber immerhin, ich sag mal, ich bringe noch kurz rein oder ich parke am Dach. Also die Vögel gehen langsam alle an die Tausender-Grenze hin, weil mit der Ausdauer. Ja. Sind wir eigentlich gut dabei tatsächlich. Das Abpfeifen, was hast du da drin im Inventar? Dann räumen wir das noch kurz aus. Passt, okay. Hui. Au. Gut, dann gehen wir hoch. Da was Tobi. Ah, genau, haben wir schon gelesen. Tobi hat nächste Woche wieder nicht. Aber ich sage dann, ich melde mich mal im Discord. Zwecks, wenn wir genau mal Zeit haben. Oder wie es mal hinhaut. Gut. Alles klar. Gut, dann machen wir für heute Schluss. Dann sind wir heute ein bisschen eher dran. Ah Gott. Müssen wir halt ein Game ausmachen, dann grabe ich Regelbuch als PDF aus. Ah, okay. Na gut. Also, ich habe schon mal gesagt, ich bin im Brettspielen eher so. Auch relativ unbegeisterungsfähig am Anfang. Aber werden wir sehen. Wir werden sehen. Okay. Aber ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Dann machen wir Schluss für heute. Morgen geht es definitiv weiter, Freitag auch. Ich weiß, wir morgen mit Ark weitermachen. Kann jetzt nicht sagen. Aber geben wir es einfach mal was. Vielleicht würde ich am Morgen mal. Hättest du morgen eventuell Zeit, Mighty? So mal kurze Tabletop-Einstimmung eventuell. Also, ich hätte jetzt direkt einfach nur kurz 16 Regeln. Ah, morgen überhaupt nicht. Okay, ja gut, dann hat es erledigt. Alles klar. Kein Problem. Hab mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Mich auch. Okay. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine gute Nacht. Was kommt mit Tobi und Bernhard auch morgen? Also okay. Ach, der Tobi. Aber Tobi hat morgen ab 7 Uhr wieder Arbeit, oder? Der Bernhard das bestimmt, das glaube ich. Da wollte noch was loswerden. Also Arbeit nicht, aber Arbeit ist okay, alles klar. Gut, kein Problem. Ja, das kriegen wir schon. Ich melde mich morgen einfach mal, das sehe ich dann schon. Okay, gut. Aber jetzt, ich wünsche eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao und habe dir. Servus.